Als ich das Spiel zum ersten Mal startete, hielt mich bereits das Hauptmenü für gut 5 Minuten fest. Wenn man für eine solch beklemmende Atmosphäre nicht mal was drücken muss, wurde alles richtig gemacht. Signalis ist etwas ganz Besonderes und du wirst mich im Laufe des Videos noch sehr viel öfter das Spiel loben hören, aber aus gutem Grund. Normalerweise vergleiche ich Kunstwerke nur ungern miteinander. Stattdessen versuche ich sie als das, was sie sind oder sein möchten, anzuerkennen. Doch in diesem Fall mache ich gerne eine Ausnahme. Ich weiß, ich kam leider noch nicht dazu, über die Silent Hill-Reihe zu sprechen, doch Signalis verkörpert für mich und viele andere etwas, das uns nach Silent Hill 4 nicht mehr gegeben wurde. Und das meine ich als Riesenkompliment. Es ist teilweise offensichtlich, woher die Inspirationen hierfür kamen, also sehr offensichtlich, aber mal ganz abgesehen davon, dass diese unzähligen Anspielungen tatsächlich eine Story-Relevanz haben, dazu kommen wir später noch, gelang es den Entwicklern Rose Engine, einem Team größtenteils bestehend aus 2 Mitgliedern, beeindruckenderweise dennoch etwas völlig Originelles und Einzigartiges zu erschaffen. In den ersten 20 Minuten des Videos werde ich lediglich Signalis als Videospiel analysieren und informationstechnische Grundlagen schaffen, auf dessen Basis wir uns dann später die Geschichte anschauen können. Wer nur für Letzteres hier ist, kann dieses Kapitel auch rein theoretisch überspringen. Mach's bitte nicht, ich brauche die Watchtime. Signalis spielt in der Zukunft, in der es der Menschheit gelang, den Großteil der Planeten des Sonnensystems zu kolonisieren, was unter anderem durch einen verheerenden Krieg auf der Erde zwischen dem ursprünglichen Regime des Reiches und der Revolution, die sich die Nation nennt, erzwungen wurde. Beide Seiten benutzen in ihrer Kriegsführung ein kaum verstandenes Phänomen namens Bioresonanz, die seltene Fähigkeit, die Realität je nach Belieben des Trägers zu kontrollieren und zu verzerren. Während das Reich Bioresonanz eher aus einer spirituellen Perspektive betrachtet und es das Lied der Götter nennt, versucht die Nation es aus einer wissenschaftlichen Perspektive zu verstehen. Der Besitz von bioresonanten Fähigkeiten wird, solange er nachgewiesen wurde, üblicherweise durch 3 Sterne gekennzeichnet. Signalis könnte tatsächlich in unserem Sonnensystem spielen. Die vom Reich eingenommenen inneren Planeten Buyan und Kitesh wären die Venus und Mars. Die von der Nation eingenommenen äußeren Planeten Vineta, Rotfront, Heimat und Leng könnten die Erde, Europa, einer von Jupiters Monden, Titan, einer von Saturns Monden und Pluto sein. Alle mit Hilfe von realitätsverzerrender Bioresonanz terraformt und somit bewohnbar gemacht. Bioresonanz ist schwer zu greifen. Es ist eine Art unsichtbare Schwingung, die jeden Menschen betrifft. Die meisten nehmen sie nur unterbewusst wahr. Einige wenige tun es bewusst und ganz selten gibt es jene, die sie kontrollieren können. In jedem Fall ist es ein enorm mächtiges Phänomen, von welchem sich die Nation so sehr abhängig machte, dass sie ihre eigene technologische Entwicklung ausbremste. Jahrhunderte später werden dadurch immer noch veraltete Technologien wie Röhrenmonitore und Disketten benutzt. Eine der wohl wichtigsten Entwicklungen, welche die Nutzung von Bioresonanz mit sich brachte, ist das Einpflanzen eines menschlichen Verstandes in das Betriebssystem eines Replikas, halb Maschine und halb synthetisch hergestellte Biokomponenten mit einem Oxidationsmittel anstelle von Blut. Die Schuhe, in die wir schlüpfen, sind die einer solchen Replika, einer Landvermessungs-Schifftechniker-Replika-Einheit, Spitzname Elster. Naja, eigentlich trägt sie keine Schuhe, weil niemand hier Füße hat. Wir sind also eine humanisierte Maschine, was sich auch in unserem Verhalten und unseren Bedürfnissen widerspiegelt. Gewöhnliche Medizin nützt uns nichts. Was wir brauchen, ist expandierender PU-Schaum, welcher unsere beschädigten Komponenten wieder verschließt. Cutscenes enthalten des Öfteren Texte wie „Dieser Bereich wurde absichtlich leer gelassen" oder „Gewaltvolle Szene fehlt", was vielleicht nichts weiter als ein Stilmittel ist, doch es fühlt sich eher so an, als wäre das eine Art Schutzmechanismus unseres Betriebssystems, welches Elsters menschlichen Verstand vor dem Erleben von möglicherweise traumatisierenden Erfahrungen schützen möchte. Als Maschine können wir zwar keinen physischen Schmerz spüren, doch als der menschliche Verstand, welcher diese Maschine steuert, können wir emotionalen und mentalen Schmerz empfinden. Und es gibt sogar einen Text mit der Aufschrift Compartmentalizing Trauma, ein in der Psychologie geläufiger Schutzmechanismus, bei welchem sich die Betroffenen von schwer zu verarbeitenden Erfahrungen quasi abkapseln. Außerdem sterben Replikas technisch gesehen nicht, sie erreichen kritisches Systemversagen. Wenn Elster das tut, bekommen wir keinen gewöhnlichen Game-Over-Screen zu Gesicht, sondern eine Systemfehlermeldung. Und aus dem simplen Respawn wird in dem Fall das Neustarten von Elsters Betriebssystem. Es sorgt alles dafür, dass die Replikas zu genau dem werden, was uns das Spiel versucht mitzuteilen. Maschinen mit menschlichem Verstand.
Und der menschliche Verstand ist irrational. Offenbar scheint diese Eigenschaft selbst in dem Körper einer Maschine gerne mal für Probleme zu sorgen. Um das zu verhindern, werden Replikas zwar die Persönlichkeit eines Menschen, jedoch nicht dessen Erinnerungen eingepflanzt. Spezifische Umstände, Objekte oder Nahtoderfahrungen können potenziell dafür sorgen, dass ihre sogenannten Gestalterinnerungen, sprich die unterdrückten Erinnerungen an ihr ursprüngliches Menschenleben, wieder hochkommen. Dieses Ereignis nennt sich dann Persona-Zerfall. Es beschreibt quasi den Horror, sich selbst zu verlieren, obwohl man noch da ist. Wenn die Erinnerungen an ein Leben, welches eine Replika als diese Einheit noch nie erlebte, hochkommen, hinterfragt sie, wer sie eigentlich ist. Ihre Persona zerfällt. Ich meine, wenn wir nicht die Person sind, die uns unsere Erinnerungen zeigen, wer sind wir dann? Doch offenbar ist nicht nur ihr Verstand, sondern auch ihr Körper anfällig für Fehler. Und das sorgt in Signalis für den größten Widerstand, gegen welchen wir uns als Spieler wehren müssen. Infizierte Replikas, dessen Biokomponenten aufgrund eines tumorartigen Wachstums zerfallen und für fehlerhaftes Verhalten sorgen. Gegnerische Replikas verhalten sich nicht nur instabil, sie sehen auch instabil aus. Normalerweise sind die Kanten der Umgebung, Charaktere und noch gesunden Replikas klar sichtbar und sauber. Doch die infizierten Replikas flackern andauernd, sind teilweise ein wenig verschwommen und überall hin verfolgt sie eine Art visueller Störeffekt. Fast so, als könnten sie jederzeit einfach aus dem System gelöscht werden. Zwar gibt uns Elster eine ziemlich detaillierte Beschreibung einer toten Replika, sehen tun wir diese Details jedoch nie, was dafür sorgt, dass unser Verstand versucht, diese fehlenden Details mit Hilfe von eigenen Vorstellungen oder lückenfüllenden Erklärungen zu kompensieren. Bei dem absichtlich veralteten Grafikstil ist es schwierig, etwas Beängstigendes detailliert darzustellen. Also wird mit Hilfe dieser Designentscheidung die Aufgabe, etwas gruselig erscheinen zu lassen, teilweise auf den Spieler und seine eigene Vorstellungskraft übertragen. Was andere als potenzielles Problem angesehen hätten, nutzten die Entwickler hier als Möglichkeit, mit den Gedanken der Spieler zu spielen. Vielleicht muss man da aber auch gar nicht so viel reininterpretieren. Ein derart ambitioniertes Projekt als ein solch kleines Team auf die Beine zu stellen, erfordert halt leider Opfer. Die wohl oberflächlichste Möglichkeit, Eindruck beim Spieler zu hinterlassen, die Grafik, ist nun mal ein sehr zeitkonsumierendes Element. Um uns verteidigen zu können, finden wir im Laufe unserer Reise verteilt Ressourcen und Waffen, unter anderem Autoinjektoren, eine Pistole, Einweg-Elektroschocker und Termitfackeln, zu denen kommen wir gleich noch. Beifügend erhalten wir für jede der genannten Objekte ein Tutorial, welche uns als Spieler mitteilen, wie die Mechaniken des Spiels funktionieren. Diese sind essentiell, denn sonst hat der Spieler keine Ahnung, wie und wozu er gewisse Gegenstände benutzen soll. Doch Tutorials können sehr schnell fehl am Platz wirken und einen aus der Welt des Spiels, in welche man als Spieler versucht einzutauchen, herausziehen. Sie erinnern einen daran, dass man hier nur ein Spiel spielt. In Signalis wurden sie jedoch teilweise so formuliert, dass ihnen außerhalb des Gameplays eine Daseinsberechtigung storytechnisch verliehen wurde. So wird aus dem Tutorial für Autoinjektoren, welche kritisches Systemversagen automatisch verhindern und somit quasi als Extraleben fungieren, ein Beipackzettel, welcher mit dem Erwerb der Spritzen kommt und somit nicht nur dem Spieler, sondern auch den Replikas im Spiel als Bedienungsanleitung dient. Aus dem Tutorial für die Pistole wird ein Handbuch, welches nicht nur uns, sondern auch den Protektoren, quasi der Replika-Polizei, mit der Nutzung und den Funktionen ihrer Standardausrüstung vertraut machen soll. So wird Zielen zum Beispiel als die Waffe entsichern formuliert und als Begründung dafür, warum man auf dem Boden liegende Gegner im Nahkampf ausschalten soll, wird hier angegeben, dass Munition eine Ressource der Nation sei und dementsprechend sparsam eingesetzt werden muss. Sollte man das hier übrigens nicht verstanden haben, wird man kurz darauf freundlicherweise nochmal darauf hingewiesen. Und aufgrund der Tatsache, dass ein Massenfehlverhalten in den Replikas auftrat, wurden den noch gesunden Replikas Einweg-Elektroschocker und Termitfackeln zur Verfügung gestellt. Jede Ressource, jede Waffe, jedes dazugehörige Tutorial und jedes Schlüsselobjekt hat hier seine Daseinsberechtigung. Ob es sich hier um ein Videospiel oder um ein anderes Medium handeln würde, spielt gar keine Rolle. Denn die Tutorials, Ressourcen, Rätsel und dessen Schlüsselobjekte existieren nicht nur, um das Gameplay zu vertiefen, sondern auch, um der Geschichte und dem Aufbau von Signalis' Universum zu dienen. Story- und Gameplay-Elemente verschmelzen hier miteinander. Es ist ein cleverer Weg, um unsere Handlungen zu rechtfertigen und Tutorials eben nicht fehl am Platz wirken zu lassen. Wie wir unsere Pistole benutzen sollen, wurde uns nun also mitgeteilt. Doch es gibt noch zwei weitere Mechaniken, welche das Gameplay vertiefen. Elster zielt.
Je kleiner das Zielquadrat wird, desto präziser schießen wir. Die Wahrscheinlichkeit, sensible Bereiche der Replikas zu treffen, ist höher und dementsprechend verursachen wir mehr Schaden, was für eine interessante Dynamik sorgt. Schießen wir einfach drauf los und verbrauchen somit mehr Munition, oder nehmen wir uns Zeit für unsere Schüsse und riskieren dabei selbst getroffen zu werden? Doch Elster ist nicht dumm. Kommt uns ein Gegner zu nahe, können wir ihn wegschubsen. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich nach so einer Mechanik in Horrorspielen sehnte. Meistens gibt es Block- oder Ausweichmechaniken, um Angriffen aus dem Weg zu gehen. Doch die simpelste Möglichkeit, zu nahe gekommene Gegner einfach so weit wie möglich von einem wegzubefördern, wird in vielen Spielen leider ausgelassen. Hart wie ich bin, spielte ich meinen ersten Playthrough natürlich auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Gegner teilten noch mehr aus, steckten noch mehr ein und Ressourcen waren wertvoller als normalerweise. Das Ding ist, ich habe das gesamte Spiel über nicht verstanden, dass man hiermit viel Schaden verursacht und hiermit nicht. Also habe ich teilweise ganze Magazine in einen Gegner reingehämmert und mich dauerhaft gewundert, warum einige von ihnen meine Kugeln einfach aufsaugen, als wären sie Sammlerstücke, während andere kaum mehr als 2 Treffer aushielten. Unter anderem deswegen schätzte ich die Einweg-Elektroschocker auch so sehr, denn im Gegensatz zu den Schusswaffen war deren Resultat verlässlich. Aber mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich meine Schuld war, diese Mechanik nicht zu blicken, trug es tatsächlich zu einer noch intensiveren Erfahrung bei. Durch die ständige Ressourcenknappheit fühlte ich dauerhaft ein Level an Hilflosigkeit, das ich so noch nie in einem vergleichbaren Titel fühlte. Die Panik, die ich spürte, wenn ich sowas hier sah und ganz genau wusste, dass mir jegliche Mittel zur Selbstverteidigung als auch Wiederherstellung fehlten, sorgten für eine unfassbar anstrengende Erfahrung. Natürlich genau das, was man im Survival-Horror-Genre haben möchte. Und als wenn das alles nicht schon schlimm genug wäre, einen Gegner zu töten, schaltet ihn nur vorübergehend aus. Ihre leblosen Körper mit Hilfe der vorhin erwähnten Termitfackeln zu verbrennen, ist die einzige Möglichkeit, sie vollständig loszuwerden. Diese plötzliche Reaktivierung wird durch den ebenfalls vorhin erwähnten tumorartigen Wachstum innerhalb ihrer Biokomponenten verursacht. Normalerweise werden defekte Replikas einfach verbrannt. Da hier unten jedoch etwas furchtbar schiefgelaufen ist, zwang die stetig steigende Menge toter Replikas die Mitarbeiter zum Improvisieren. Auch hier verschmelzen Story- und Gameplay-Elemente wieder miteinander. Diese Mechanik ist großartig, denn sie spielt mit den Erwartungen des Spielers. Man kann sich nie sicher fühlen und muss immer wachsam bleiben. Selbst nach dem Bekämpfen können Gegner jederzeit wieder auferstehen. Und natürlich geht man in solch einer Situation immer vom Schlimmsten aus. Doch öfter als gedacht hat man Glück. Durch das limitierte Inventarsystem rennt man oft zwischen den Sicherheitsräumen und unsicheren Räumen hin und her. Man läuft oft an bereits beseitigten Gegnern vorbei. Aber durch genau diese Mechanik der sporadischen Wiederauferstehung wird dennoch auf eine faire Weise für die dauerhafte Erhaltung der Spannung gesorgt. Solange wir die Replikas nicht vollständig auslöschen, können wir nicht zur Ruhe kommen. Und natürlich gibt uns das Spiel bei weitem nicht genug Termitfackeln, um jeden Gegner zu verbrennen. Es entreißt dem Spieler eine Menge Kontrolle und ein Mangel an Kontrolle sorgt für Ungewissheit. Und, wie gerade schon ganz unauffällig nebenbei erwähnt, mitten im Chaos des Blutvergießens warten Safe Rooms auf uns. Als wahres Geschenk Gottes bieten sie uns unbegrenzt Atempausen, die Möglichkeit, unsere Gegenstände abzuladen und unseren Spielstand zu speichern. Sollten wir uns übrigens umentscheiden und doch nicht speichern, nachdem wir mit dem Fernseher interagieren, passiert das hier. Ich finde es einfach schön, dass die Entwickler sich die Zeit genommen haben, das ins Spiel zu bringen, obwohl es der Großteil der Spieler vermutlich nie sehen wird. Die Safe Rooms tragen außerdem zu einer essentiellen Dualität im Horrorgenre bei, denn zwischen dem ganzen ungeschickten Kämpfen ums Überleben, den industriellen und panikerzeugenden Klängen des Blutvergießens, die Entscheidung zwischen Leben und Tod, zwischen all diesem Chaos befinden sich immer mal wieder Räume wie dieser. Ich bin mir sicher, in Form eines Videos kommt die Erleichterung, welche man in solchen Momenten als Spieler erlebt, nicht mal ansatzweise vergleichbar rüber. Es sind Momente wie diese, welche mich immer wieder daran erinnern, warum ich Horror so sehr liebe. Denn es ist nicht nur die berauschende Dopaminfreisetzung der Angst und Panik, welche das Genre primär ausmacht. Es sind die Momente, in denen auf diesen Terror etwas Wunderschönes trifft. Das Balancieren auf einer sehr dünnen Klinge zwischen zwei Extremen, welche sich als komplette Gegensätze auf eine essentielle Weise ergänzen. Ohne das eine würde das andere nicht mal ansatzweise vergleichbar zur Geltung kommen.
Beides, die Kämpfe als auch die Ruhephasen, können gleichermaßen wertgeschätzt werden. Und das haben wir zu einem beachtlichen Teil dem großartigen Sounddesign von Cicada Sirens und 1000 Eyes zu verdanken. Ich denke, so langsam sollte deutlich geworden sein, was ich von Signalis halte. Bis hier gab es nur wenige Spoiler storytechnisch und sollte sich das Ganze für dich interessant anhören, lege ich es dir ganz doll ans Herz, dieses Video deiner später Ansehen-Playlisten zuzufügen, aber bitte vergess es nicht, Signalis selbst zu spielen und erst danach wieder hierher zurückzukommen. Es ist eine einmalige Erfahrung, welche im besten Fall blind erlebt wird. Nun, Signalis ist kein Freund von direkten Antworten. Die Geschichte wird sehr kryptisch und teilweise sogar widersprüchlich erzählt. Es fühlt sich an, als würde man einen riesigen Lego-Baukasten ohne Anleitung bekommen. Wir haben die Möglichkeit, etwas Schlüssiges zusammenzusetzen, doch wie das am Ende aussieht, liegt ganz bei uns. Denk also bitte immer daran, es gibt keine richtige oder falsche Auffassung. Und was nun folgt, ist lediglich mein Verständnis von der Geschichte. Ich hoffe, du hast ein paar Snacks und etwas zu trinken bereit. Denn du und ich, wir begeben uns nun auf eine kleine Reise. Ariane Young, geboren auf Leng und aufgewachsen in den eisigen Tiefen Rotfronts, genoss eine behütete Erziehung ihrer Mutter Iris in einer abgelegenen Funkstation. Weit weg von dem totalitären Regime der Nation konnte sie hier ihrer kreativen Natur freien Lauf lassen. Normalerweise verbotene Kunstwerke in Form von Büchern, Musik oder Gemälden konnten hier problemlos genossen werden. Schließlich gab es hier nur die zwei. Doch so frei wie dieses Leben verglichen mit dem Stadtleben auch schien, konnte Ariane nicht anders, als sich zu fragen, ob das alles im Leben war. Ob dort draußen nicht vielleicht doch noch mehr als das auf sie wartet. Ihre Frage soll beantwortet werden. Arianes Tante Camilla und die Beamten von Aion, dem Arbeitsamt der Nation, hielten von einer solchen Erziehung nichts. Stattdessen schlug Camilla eine Erziehung in der Stadt Rotfronts vor und bot Ariane eines ihrer freien Zimmer an. Das Angebot wurde angenommen und es ist offensichtlich, dass es nicht auf Arianes Wunsch geschah. Durch ihre abgeschottete Erziehung in der Radiostation lernte Ariane nie richtig, sich an die Hierarchien des Systems anzupassen. Sie war anders als alle anderen. Ihre Interessen und Prinzipien wurden von der Regierung verpönt. Sie unterschieden sich gewaltig von denen der Stadtkinder. Und wer nicht reinpasst, wird ausgeschlossen. Doch ein Fünkchen von Hoffnung. Erika Ito, eine Mitschülerin Arianes, griff ihr unter die Arme, verteidigte sie und so entstand zusammen mit ihrer Schwester Issa Ito eine enge Freundschaft zwischen den dreien. Die einzige, die Ariane hier formen konnte. Ariane half ab und an in dem Fotoladen ihrer Tante aus und dort entwickelte sie eines Tages ein Foto einer venetanischen Soldatin, Alina Sio. Die äußerlichen Ähnlichkeiten, die sie mit der Soldatin teilte, waren unglaublich. Arianes Mutter sah sie ebenfalls. Es regte Ariane zum Denken an. Hätte sie auch so sein können wie sie, kann sie das immer noch. Wären die Menschen um sie rum dann endlich stolz auf sie? Ariane absolvierte unfreiwillig ein 2-jähriges Militärtraining. Das Foto ihres Doppelgängers gab ihr vermutlich die nötige Motivation, um 2 Jahre lang die Zähne zusammenzubeißen. Doch es fühlte sich nicht richtig an. Jeder Tag verstrich wie der vorherige. Die Menschen waren falsch, das System grausam und jegliche Vorstellung von Freiheit wurde mit Füßen getreten. Doch während einer einsamen Zugfahrt weckten 2 Plakate ihr Interesse. Eines war ein Propagandaposter mit der Aufschrift „Bujan wird brennen“. Das andere ein Werbeplakat für das Projekt Operation Penrose. Sie spiegeln die Entscheidung, vor welche Ariane gestellt wurde, wider. Entweder sie beteiligt sich an dem momentan geführten Krieg zwischen der Nation und dem Reich, oder sie meldet sich als Freiwillige für die Erforschung des Alls. Zwar würde sie beides zu einem weiteren Zahnrad der Nation machen, doch letzteres ähnelte wenigstens halbwegs Arianes Vorstellung von Freiheit, und so bewarb sie sich erfolgreich um einen Platz. Um den Erfolg einer solchen Mission zu gewährleisten, wurde Ariane auf ihrer Reise von einer Replika begleitet, eine Elster-Einheit. Elsters neurales Muster basiert auf dem einer venetanischen Soldatin, der Kameradin, Freundin und Geliebte von Alina Sio. Wer sie tatsächlich ist, wird nie bestätigt, doch ein Name sticht in der Liste der Soldaten besonders heraus. Lilith Ito, eine entfernte Verwandte der Ito-Schwestern. Unter anderem die äußeren Ähnlichkeiten zu den Geschwistern unterstützt die Glaubwürdigkeit dieser Annahme.
Der Krieg auf Vineta zerstörte nicht nur den Planeten selbst. Die zerstörerische Natur dieses Konflikts färbte sich auch auf die involvierten Menschen ab. Alina starb im Laufe des Krieges. Lilith wurde alleingelassen, verlor ein Auge und erlitt aufgrund der Ereignisse eine posttraumatische Belastungsstörung. Dieser Schmerz formte um ihren weichen Kern eine enorm robuste Schale, welche sie zu einem extrem widerstandsfähigen, stoischen Einzelgänger machte. Damit bot sie sich perfekt als neurale Grundlage für die Elster-Einheiten und somit als perfekte Wahl für eine solche Mission, geprägt von Einsamkeit und Monotonie an. Ariane hingegen hielt diese Monotonie nur einige Monate aus. Relativ schnell hatte sie bereits alles erlebt, was man in diesem Gefängnis erleben kann. Alle Filme, alle Musikstücke und alle Bücher hatte sie durch. Das Malen wurde immer eintöniger. Nur eins blieb nicht immer gleich: Elster. So entstand zwischen ihnen ziemlich schnell eine Freundschaft und kurz darauf Liebe. Etwas, das laut den Herstellern strengstens unterlassen werden sollte. Elster-Einheiten sollten unter keinen Umständen Filme, Musik oder Zuneigung gezeigt werden, um Erinnerungen an ihr ursprüngliches Leben als Lilith und damit um Persona-Zerfall zu vermeiden. Doch Ariane interessierte sich nicht für die Mission. Was sie lediglich interessierte, war die Flucht vor dem alltäglichen Leben in Rotfront. Und so wurde der Brief über Elster nie geöffnet. Tag 3000 ihrer Reise brach an und sie erhielten erneut ihre Missionsbesprechung. Glückwunsch, Genosse. Sie haben 3000 Zyklen überlebt und damit die finale Phase des Penrose-Programms erreicht. Falls Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine geeignete Welt für eine Landung gefunden haben, akzeptieren Sie, dass Sie es nicht mehr tun werden. Finden Sie Genugtuung im Gedanken, dass andere erfolgreich sein werden, wo Sie versagt haben. Wie Ihnen vermutlich klar sein wird, werden die Ersatzteile und Rationen Ihres Schiffs bald aufgebraucht sein. Lebenserhaltende Systeme und Reaktorabschirmung werden bald beginnen zu versagen. Als Folge dessen kann radioaktive Strahlung aus dem Kühlsystem treten. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihre Replika, solange sie noch funktioniert, bitten, Ihnen einen langsamen und schmerzhaften Tod zu ersparen oder dass Sie sich für einen ewigen Schlaf in der kryogenischen Kapsel zur Ruhe legen. So hatte Ariane sich das nicht vorgestellt. Bei dieser Mission handelte es sich um ein Einwegticket, dessen Ressourcen nicht mehr für die Rückkehr ausreichten. Doch die beiden wollten nicht voneinander getrennt werden und so versuchten sie, entgegen der Empfehlung des Berichts, ihre Vorräte zu rationieren und zu überleben. Um Arianes Strahlenvergiftung, die ab hier immer schlimmer wurde, zu verlangsamen, verbrachte sie von dort an die meiste Zeit in der kryogenischen Kapsel, eingefroren in einer Art Schwellenzustand. Sie war weder am Leben, noch war sie tot. Sie existierte einfach. So wollte sie nicht weitermachen. Elster und Ariane gingen gegen Ende ein Versprechen ein. Elster würde Ariane von ihrem Leid erlösen und ihr danach folgen. Doch Elsters Persona war instabil. Die Bindung, die sie zu Ariane aufbaute, war zu stark. Noch einmal konnte sie nicht von dem Menschen, den sie am meisten liebte, getrennt werden. Sie brachte es nicht übers Herz, und da Oxidationsmittel hochreaktiv sind, erlag Elster der radioaktiven Strahlung zuerst. Ariane wurde somit wieder alleine gelassen. Mitten im All, gefangen in ihrem eigenen Körper, der nach und nach zerfiel, erweckte in ihr eine Kraft, der sie sich vorher noch nie bewusst war. Der unfassbare mentale und physische Schmerz erweckte ihre Bioresonanz, und so fing Ariane an zu träumen. Und so erwachen wir, Elster. Wir befinden uns in der abgestürzten Penrose 512, in dessen Cockpit wir ein Foto von Ariane finden. Doch diese ist nirgends auffindbar, weder in ihrem Zimmer noch in der kryogenischen Kapsel. Stattdessen deutet einer der fehlenden Anzüge darauf hin, dass sie sich für eine Erkundung des unbekannten Landeplatzes entschied. Also folgen wir ihr. Hinaus in die eisigen Weiten eines Planetens, welche auf Rotfronts Beschreibung Eismond passen würden, jedoch von der Landetafel der Penrose als unbekannter Landeplatz bezeichnet wird. Wir betreten ein Tor, treffen auf ein Loch im Boden und krabbeln in ein weiteres in der Wand, um in Arianes Zimmer anzukommen. Dasselbe Zimmer, welches ihre Tante Camilla ihr anbot, um mit ihr in Rotfront zu leben.
Wir befinden uns also schon irgendwie auf Rotfront, jedoch nicht auf dem echten Mond, sondern auf einer surrealen Repräsentation Rotfronts in Arianes Traumwelt. Dieses Zimmer ist enorm beklemmt. Hier finden wir so einiges. Einen verschlossenen Tresor, Arianes illegal besetzte Bücher und eine Funkstation. Was jedoch wichtiger ist, Elsa weiß nicht, dass es sich hierbei um Arianes Zimmer handelt. Die ursprüngliche Elster-Einheit, in die sich Ariane verliebte, ist bereits tot. Wir steuern hier also nicht das Original, Einheit 512, sondern lediglich eine Manifestation von Arianes Wunsch, endlich von ihrem Leid erlöst zu werden. Dementsprechend fehlen uns jegliche Erinnerungen. Was noch wichtiger ist, wir finden ein altes, durch 6 Tafeln versiegeltes Buch. Es ist Der König in Gelb, eine Ansammlung von Kurzgeschichten. Ein echtes Buch, geschrieben von Robert W. Chambers im späten 19. Jahrhundert. Die ersten 4 Kurzgeschichten behandeln ein gleichnamiges, verbotenes Theaterstück Der König in Gelb, das bei seinen Lesern Verzweiflung oder Wahnsinn hervorruft. Mal ganz abgesehen davon, dass das Buch selber bioresonante Fähigkeiten besitzt, impliziert durch die 3 Sterne auf dem Cover, kennt Ariane es ebenfalls. Die Ito-Geschwister stellten es einst in ihrem Bücherladen zur Schau. Ariane identifizierte es als dasselbe Buch, welches ihre Mutter in der Funkstation nutzte, um die Nachrichtenübertragungen zu entschlüsseln. Dass wir nicht in der Lage sind, das Buch zu öffnen, kommt uns hier alles andere als gelegen, denn kurz nachdem wir das Buch aufheben, unterbricht eine verschlüsselte Nachrichtenübertragung die Stille. Ich wollte das Intro einfach mal komplett durchlaufen lassen, denn es ist gleichermaßen großartig wie kryptisch und wirft anfangs deutlich mehr Fragen als Antworten in den Raum. Doch ein paar Informationen können wir bereits herausfiltern. Was diese Cutscene vollständig einnimmt, ist das Versprechen, das wir Ariane gaben. Sie endlich wiederzufinden und von ihrem Leid zu erlösen, stellt über das gesamte Spiel unser Hauptziel dar. Das Ganze wird nochmal von dem Aufblitzen des Gemäldes Die Toteninsel, ein sehr symbolisches Werk, untermalt. Eine bekannte Theorie ist, dass der Ruderer den Fährmann Charon aus der griechischen Mythologie repräsentiert, dessen Aufgabe es ist, tote Seelen in die Unterwelt zu befördern. Das Gemälde taucht im Laufe des Spiels dauerhaft auf und symbolisiert die Funktion, welche wir in dieser Geschichte haben, als Fährmann Ariane den Tod zu bringen. Des Weiteren blitzen die Radiostationen, in welcher Ariane aufwuchs, ein verzweifeltes Mädchen, welches ein Ritual aus dem König in Gelb durchführt, und eine Systemfehlermeldung ganz am Ende auf. Zu der kommen wir später noch. Tiefe Löcher werden heimlich gegraben, wo die Poren der Erde genügen sollten, könnte unter anderem auf die unzähligen, also wirklich vielen Löcher, in die wir im Laufe unserer Reise springen werden, hindeuten, und Dinge haben zu gehen gelernt, denen es zu kriechen gebührt, könnte auf die Tatsache hindeuten, dass die Menschheit anfing, Bioresonanz, etwas, das sie kaum versteht, für ihre eigenen Zwecke zu benutzen. Indem sie arroganterweise völlig außerhalb ihres Bereiches des Verstandenen agierten, lernten sie zu gehen, obwohl es ihnen zu kriechen gebührte. Beides ist übrigens eine Anspielung auf H.P. Lovecrafts The Festival, doch die Entwickler haben sich vermutlich nicht ohne Grund für genau diese beiden Sätze entschieden. Diese gesamte Sequenz wirkt so, als würden schlagartig Erinnerungen hochkommen. Wie sich später herausstellt, nennt sich dieses Signal hier liebevoll Elster. Es ist unter anderem später bei einem Rätsel, im Hauptmenü, in dem Elsters Auge unseren Mauszeiger verfolgt, und hier im Intro zu hören.
Wie bereits erwähnt, fehlen dieser Version von Elster jegliche Erinnerungen. Ariane versucht also ihr Bestmöglichstes, Elster mit Hilfe ihrer Bioresonanz ihre Erinnerungen per Funk zu übertragen, in der Hoffnung, dass Elster sich an ihr Versprechen erinnern wird. Und das offenbar mehrmals im Spiel. Da uns das Hilfsmittel zur vollständigen Entschlüsselung der Übertragung jedoch bis zum Ende vorenthalten wird, muss Elster sich, wohl oder übel, vorerst mit den paar hier erhaltenen Informationsschnipsel zufrieden geben. Als eine neue Elster-Einheit erwachen wir in einem Badezimmer der S-23 Sierpinski-Minenanlage. Das erste Kapitel nennt sich Synchronizität. Als Synchronizität bezeichnet man einen Zufall, bei dem das Innere, zum Beispiel ein Traum, im Einklang mit dem Äußeren in Form eines physischen Ereignisses steht. Es bezieht sich höchstwahrscheinlich auf Elsters Wunsch, ihr Versprechen einzuhalten, für Einklang zwischen ihrem Inneren und dem Äußeren zu sorgen. Zugegeben, wenn Elster dafür sorgt, handelt es sich nicht mehr um einen Zufall, aber du weißt, was ich meine. S-23 Sierpinski ist ein schrecklicher Ort. Es handelt sich hier um eine Berufsschule zum Zweck der Umerziehung, quasi eine Art Arbeitergefängnis für Menschen, die nicht ins System des totalitären Regimes der Nation passten. Hätte Ariane sich nicht erfolgreich um das Penrose-Programm beworben, wäre sie übrigens hier gelandet. Was hier erlaubt ist, zählt man schneller auf als das, was verboten ist. Privateigentum ist ein Privileg. Mehr als 6 Gegenstände bei sich zu tragen, ist ein Gesetzesverstoß. Was unter anderem erklärt, warum wir nur über 6 Inventarplätze verfügen. Laufen in den Gängen ist verboten. Es muss alles protokolliert werden, sonst hat es nie stattgefunden. Überall hin verfolgen Kameras auch nur die kleinsten unserer Bewegungen. Und die Klassenräume werden von Protektoren durch Einwegspiegel überwacht. Jeder noch so kleine Gesetzesverstoß wird strengstens bestraft. Die illegale Nutzung eines Radios kann bereits zum Tod führen. Doch für eine Einrichtung, die normalerweise sehr aktiv ist es hier beunruhigend ruhig. Zumindest so lange, bis wir auf einen Protektor treffen. Was diese Interaktion interessant macht, ist das Foto, welches Elster dem Protektor zeigt. Es bildet nicht mehr Ariane, sondern Alina ab. Wir können uns nicht auf unsere Erinnerungen verlassen. Etwas, das bei Replikas offenbar üblich ist. Es wird wahrscheinlich unter anderem damit zusammenhängen, dass wir während des Intros unseren Helm verloren oder absichtlich absetzen, nach und nach unsere Biokomponenten zerfielen und wir am Ende starben. Nur um unser Betriebssystem am Anfang des ersten Kapitels erneut hochzufahren. Wir wurden auf eine ältere, gespeicherte Version zurückgesetzt und in eine neue Elster-Einheit eingepflanzt, was vermutlich unsere Erinnerungen noch mehr durcheinander brachte. Im Prinzip passiert das Gleiche, wenn wir im Spiel sterben. Versagt eine Einheit, kommt die nächste. Und alles, was wir in dem Prozess verlieren, ist unser alter Körper und jeglicher ungespeicherter Fortschritt. Wir verlieren aufgrund des Zurücksetzens Teile unserer Erinnerungen. Diese Interaktion wirft natürlich die Frage auf, was eine Soldatin, die im Krieg gegen das Reich diente, in einer solchen Anlage als Gefangene zu suchen hat. Zum Glück lässt sich das ziemlich schnell beantworten. Gar nichts, wie auch. Alina ist bereits tot. Stattdessen erschuf Ariane sie lediglich in ihrer Traumwelt, um Elster ein vorübergehendes Ziel zu geben. In ihrem jetzigen Zustand kann sich diese neue Elster-Einheit nicht mehr an Ariane erinnern. Also muss sie Elster ein anderes Ziel geben, um sie in die richtige Richtung zu lenken. Und wir wissen ja bereits, dass Elsters ursprüngliches Ich, Lilith, Alina sehr nahe stand. Sie zu finden ist somit in der ersten Hälfte des Spiels quasi Elsters temporäres Scheinziel. Um uns mitzuteilen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, erschuf Ariane Tagebucheinträge von Alina als Wegweiser. Die ersten 3 sind tatsächlich unwichtig. In ihrem 4. und letzten Eintrag schrieb sie jedoch Folgendes: Wie lange bin ich nun schon hier unten? Wie bin ich hierher gekommen? Wo ist dieser Ort und warum bin ich hier? Meine Erinnerungen fühlen sich so verschwommen an, als ob ich schon immer hier gewesen wäre, in Ewigkeit. Selbst meine Haare werden langsam weiß. Ich erinnere mich an meinen Namen und ich erinnere mich an mein Leben, aber ich erinnere mich auch an einen anderen Namen und ein anderes Leben. Und es fühlt sich so an, als ob die Grenze zwischen ihr und mir mehr und mehr verschwimmt, je länger ich hier bin.
Dieser Eintrag bestätigt die Theorie nur nochmal. Die Alina, nach der wir hier unten vorübergehend suchen, existiert nur als Phantom. Sobald Elster sich ausreichend Erinnerungen an Ariane zurückerkämpfte, hat Alina ihre Funktion als Motivation erfüllt und kehrt darauffolgend zu dem Menschen, der sie in dieser Traumwelt erschuf, zurück. Ihre Haare werden weiß und ihre Erinnerungen verschmelzen mit denen Arianes. Zurück zum Protektor. Mehr als dass die Anlage verloren sei, darf sie uns nicht mitteilen. Wo wir aber unsere Suche fortsetzen sollten, glücklicherweise schon. In den Minen unter der Einrichtung. Doch bevor wir dort unsere Suche fortsetzen, klauen wir offenbar die Pistole des Protektors und dürfen noch ein weiteres, bereits erwähntes Gesicht kennenlernen. Issa Ito. Der frischen Schnittwunde an ihrer linken und dem Messer in ihrer rechten Hand nachzuurteilen, ist sie das Mädchen aus dem Intro, welches das Ritual durchführte. Zwischen ihr und Elster lassen sich bereits einige Gemeinsamkeiten finden. Sie gehört hier nämlich ebenfalls nicht her, ist jedoch trotzdem hier, weil sie nach jemandem sucht. Ihre Schwester Erika. Issa ist enorm fürsorglich. Jedes Gespräch mit ihr beginnt mit der Frage, wie denn unsere Suche vorangeht, bevor sie über ihre eigene spricht. Doch sie ist auch jemand, der sich ihr Leben lang zu sehr auf andere verließ und dementsprechend im Laufe des Spiels immer mehr Wunden erleidet. Mit einer Warnung über das Voranschreiten in die Einrichtung verlässt sie uns wieder. Natürlich ignorieren wir diese komplett und bekommen kurz darauf auch die Konsequenzen zu spüren. Ab hier sind wir nicht mehr allein. Infizierte Replikas wandern so lange ziellos durch die Flure Sierpinskis, bis sie uns entdecken. Und dann heißt es sie oder wir. Den Zerfall Sierpinskis kann man in mehreren Notizen erwähnt finden. Es handelt sich offenbar um eine unbekannte Krankheit, dessen Krankheitsverlauf bei Replikas und Menschen ähnlich verläuft. Nach langsamem kognitiven Abbau folgt der körperliche Zerfall. Menschen sowie Replikas verlieren ihre Haut, Haare und ihren Verstand. Betroffene Menschen erliegen der Krankheit garantiert. Da die Komponenten der Replikas jedoch nur zur Hälfte aus biologischer Masse bestehen, befinden sich diese in einer Art Zwischenzustand. Sie sind immer noch funktionsfähig, wenn auch fehlerhaft. Das Design der Gegner ist vermutlich eine einzige große Metapher für Arianes körperlichen Zerfall durch ihre Strahlenvergiftung, dessen Symptome übrigens auch fast dieselben sind. Was jedoch noch interessanter ist, die Mitarbeiter dieser Anlage versuchen dieses Phänomen zu verstehen. Hier unten befinden sich normale Replikas, die lediglich versuchen, ihren Job zu machen. Ist das wirklich nichts weiter als Arianes Traum? Die oberen Etagen Sierpinskis fungieren quasi als anfängerfreundlichen Einstieg in das Spiel. Sie bilden die Grundlage, auf welche spätere Gebiete aufbauen. Ohne die Erfahrungen und Ressourcen, die wir hier oben sammeln, würden wir weiter unten keine Chance haben. Ressourcen und Tutorials kommen hier noch sehr häufig vor und die Gegner, die wir hier am häufigsten antreffen, die Eulen und Aras, sind somit die schwächsten, die Signales zu bieten hat. Der Aufgabenbereich der einfachen universellen leichten Replika, Spitzname Eule, liegt in einfachen häuslichen Arbeiten wie Putzen oder Kochen, was unter anderem erklärt, warum fast jede der infizierten Eulen ein Messer bei sich tragen. Ihr ursprüngliches neurales Muster sorgt für eine umgängliche und hochsoziale Persönlichkeit, die großen Wert auf ihr Äußeres legt. Auch das spiegelt sich in dem Verhalten der infizierten Eulen wider. Der Aufgabenbereich der Allzweck-Reparatur-Arbeiterreplika, Spitzname Ara, liegt in der Bau- und Reparaturindustrie. Sollten sie von Persona-Zerfall betroffen sein, ziehen sie sich in selbstgebaute Wartungsschächte zurück. Laut Hersteller wird die Bergung dieser Einheiten nicht empfohlen und es ist offensichtlich warum. Unsere Erkundung führt uns schließlich zu einer Schmetterlingskiste von Alina, welche die Tafel der Ewigkeit beinhaltet. Diese aufzuheben löst Arianes Erinnerungssequenz in der Funkstation aus. Mal ganz abgesehen davon, dass wir, nachdem wir mit Alinas Eigentum interagieren, eine von Arianes Erinnerungen zu Gesicht bekommen, gilt der Schmetterling schon seit Jahrtausenden als Symbol für Transformation. Beides deutet nochmal darauf hin, dass Alina in Wirklichkeit nur ein weiterer Teil von Arianes Traumwelt ist. Ihre Erinnerung an die Zugfahrt bekommen wir hier ebenfalls zu Gesicht. Ich habe zu beiden Sequenzen nichts mehr hinzuzufügen. Was ich vorhin jedoch nicht erwähnte, ist, dass beide Sequenzen nicht nur dazu dienen, Elsters Erinnerungen an Ariane wieder aufzufrischen, sondern uns auch essentielle Hilfsmittel bereitstellen. Das Radio, welches wir aus der Funkstation mitnehmen, fungiert größtenteils als notwendiges Element bei Rätseln, kann jedoch später bei einem besonderen Gegner sogar als Waffe verwendet werden. Kleiner Geheimtipp, man kann übrigens auch einfach so mit dem Radio rumspielen.
Ja, vielleicht machen wir das doch nicht. Die Rätsel nach dem Erhalten des Radios sind interessant, denn öfter als man denkt, befindet sich des Rätsels Lösung dauerhaft an einem. Man muss nur darauf kommen, das Radio zu benutzen. Von der Zugfahrt nehmen wir eine goldene Schlüsselkarte mit. Unser Hauptziel in den oberen Etagen Sierpinskis ist es, die Chirurgie betreten zu können. Ein Sonderzugang, welcher 5 Schlüsselkarten benötigt. Es handelt sich bei den Karten um die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Ihr Schaltkreis ist stets verzweigt und ein Buchstabe übereinstimmend mit ihrem Element befindet sich auf der Karte. Doch die Goldkarte wirkt fehl am Platz. Mal ganz abgesehen davon, dass wir sie aus einer Erinnerung, einer anderen Dimension nehmen, passt sie nicht zu dem Schema der vorherigen Schlüssel. Ihr Schaltkreis ist ein einfaches Sechseck, etwas, das wir noch sehr oft im weiteren Verlauf des Spiels sehen werden, und der dazugehörige Buchstabe ist nicht G für Gold, sondern A für Ariane. So sehr wie Ariane uns braucht, brauchen wir in dieser Welt Ariane. Ohne ihr Eingreifen in unserer Reise, ohne die Schlüsselgegenstände, Ressourcen und Erinnerungen, die sie uns zur Verfügung stellt, wären wir nicht in der Lage, die Wahrheit herauszufinden. Ariane greift uns unter die Arme, leitet uns und beobachtet uns. Etwas, das später in einer Zeitschrift als das rote Auge bezeichnet wird. Das rote Auge hat 2 mögliche Ursprünge. Laut der Zeitschrift handelt es sich hierbei lediglich um einen Sturm auf Jupiter, der von der Oberfläche Rotfronts, einer der Monde Jupiters, aussieht wie ein allsehendes, lidloses Auge. Es wurde zur perfekten Metapher für die konstante Überwachung der Nation. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass wir diese Zeitschrift in Arianes Traumwelt finden. Diese hat nämlich rote Augen. Ich finde es unter anderem deswegen sehr schön, dass wir in der Top-Down-Perspektive spielen und nicht in der First- oder Third-Person. Es wirkt fast so, als würden wir Elster aus der Ferne beobachten. Als würde der Spieler die Rolle des konstanten Überwachers, des allsehenden Auges übernehmen, anstatt die Dinge aus Elsters Perspektive zu sehen. Ob das Vorkommen von Pareidolie, der Tendenz in zufälligen Mustern sinnvolle Bilder zu sehen, tatsächlich in den Einwohnern Rotfronts auftrat oder lediglich durch Arianes konstante Überwachung in ihrem Traum in dieser Form fabriziert wurde, ist unbekannt, letztendlich aber auch nicht wichtig. Ariane ist das allsehende rote Auge. Sie ist der Wächter, der über Elster wacht, und mithilfe ihrer Bioresonanz manipuliert sie ihre Traumwelt so, dass wir in der Lage sind, endlich wieder mit Ariane vereint werden zu können. Doch bis es soweit ist, werden uns noch eine Menge Steine in den Weg gelegt. Für die nächste Begegnung hat Ariane uns offenbar eine Menge Ressourcen hinterlassen. Und die werden wir auch dringend benötigen. Denn in der Chirurgie wartet eine Myna-Einheit und damit unser erster Bossfight auf uns. Die Minenarbeit Nukleartechnik Hochsicherheitsreplika, Spitzname Myna, kommt dank ihrer Kraftpanzerkörper in der Arbeit unter enorm gefährlichen Umweltbedingungen zum Einsatz. Unter ihrer harten Schale befindet sich jedoch ein weicher Kern. Selbst wenn sie ihrem Tode nahestehen, zeigen sie ihre fürsorgliche, fast schon mütterliche Natur, was es nochmal umso tragischer macht, dass auch sie nicht vor der Infektion sicher sind. Dieser Kampf ist nicht geprägt von Heldentum oder Mut, stattdessen ist er fast schon frustrierend, was tatsächlich auch teils an dem Gameplay liegt, aber ich bin nicht hier, um Signales zu kritisieren. Mynas sind unter anderem wegen ihrer fürsorglichen Natur absolut nicht für den Kampf geeignet. Sie tut das hier also definitiv nicht aus freien Stücken. Doch leider bleibt keinem von uns eine Wahl. Sie kann ihre Handlungen nicht mehr kontrollieren und wir haben ein Versprechen einzuhalten. Ein weiteres neues Gesicht. Wir treffen auf Adler. Als Administrator der gesamten Anlage stellt Adler eine Autoritätsfigur dar. In zuvor gefundenen Dokumenten werden Befehle von ihm formuliert und unterzeichnet. Es stellt ihn anfangs als Antagonisten dar, doch unsere erste Begegnung mit ihm verläuft alles andere als erwartet, denn er wirkt vertrauenswürdig. Adlers zugewiesene Musik ist definitiv einer meiner Favoriten des Soundtracks. Sie passt einfach so unfassbar gut zu der Situation. Auch hier wurde sich wieder die Dualität zwischen Terror und Beruhigung zunutze gemacht. Nach dem Kampf mit der Myna-Einheit sind wir ausgelaugt und erschöpft. Da kommt eine solch beruhigende Charaktereinführung enorm gut zur Geltung. Sie tut ihren Job unter anderem wegen diesem Kontrast ausgezeichnet. Denn das Gefühl von Sicherheit, das uns Adlers funkelnde Augen und die beruhigende Musik geben, war lediglich ein Trick, welcher Adlers wahren Charakter offenbart.
Wir sind hier nicht willkommen. Die Nahtoderfahrung unseres Sturzes löst eine weitere Erinnerungssequenz aus, diesmal aus Isas Perspektive. Die Erinnerung findet in der Mandelbrot-Polytechnische Oberschule statt. Isa ist offenbar eingeschlafen und sucht nun nach ihrer Schwester Erika. Was sofort auffällt, ist, wie grau alles ist. Die Wände, Stühle und Tische, die Tafel und sogar der Blick aus dem Fenster. Es ist alles farblos und monoton. Es sorgt dafür, dass alles zu einer Art Einheitsbrei verkümmert. Das Einzige, das raussticht, ist die Fahne der Nation, was den gezwungenen Fokus auf Patriotismus, welcher in die Schüler reingehämmert werden soll, widerspiegelt. Arianes Abneigung gegenüber ihrer Heimat wird immer verständlicher. Wie diese Sequenz endet, wissen wir ja bereits. Wir haben überlebt, und das nur dank unzähliger weiterer Elster-Einheiten, welche nicht so viel Glück hatten. Eine Etage tiefer bekommen wir das wahre Ausmaß hiervon zu Gesicht. Das war bei weitem nicht das einzige Mal, dass Adler eine Elster-Einheit auslöschen wollte. Nicht allzu viel später wird uns in einer Cutscene gezeigt, wie Adler auf dieselbe Weise versucht, Isas Vertrauen zu gewinnen, vermutlich um ihr ebenfalls in den Rücken zu fallen. Es wird jedoch impliziert, dass Isa vorsichtiger war als wir. Vorerst wirkt Adler also wie ein doppelzüngiger Lügner, jemand mit zwei Gesichtern. Doch seine Tagebücher, die wir kurz darauf finden, geben ihm deutlich mehr Tiefe. Sie zeigen noch ein drittes Gesicht. Neben seiner Hinterlistigkeit und Autorität bekommen wir hier einen verängstigten Adler zu Gesicht. Es ist natürlich verständlich, immerhin sind so gut wie alle Schüler dieser Anlage tot, gut 90% der Mitarbeiter verloren und feindselig und die Ursache dessen ist immer noch nicht geklärt. Doch dahinter steckt noch mehr. In seinem ersten Tagebuch dokumentierte er den Zerfall Sierpinskis. Als er jedoch mit seinem zweiten Tagebuch anfing, ist hiervon keine Rede mehr. Stattdessen wirkt es so, als wäre die Zeit zurückgedreht worden. Das Datum der Einträge ist stetig dasselbe und Adlers paranoides Gefühl von starkem Déjà-vu entwickelt sich langsam zu der Realisation, dass er sich offenbar in einem unendlichen Kreislauf befindet, dass er jeden Tag den Eintrag eines Gesterns, das nie gewesen ist, liest. Jeder Beteiligte hier befindet sich in einem niemals endenden Kreislauf. Dieses Konzept liegt unter anderem im Namen dieser Einrichtung Sierpinski, dem Namen der Schule Mandelbrot und dem Namen Penrose, unserem abgestürzten Raumschiff. Das Penrose-Dreieck ist ein unmöglicher, niemals endender Zyklus. Die Mandelbrotmenge ist ein sogenanntes selbstähnliches Fraktal, sprich bei der Vergrößerung findet man immer wieder dessen ursprüngliche Struktur. Und das Sierpinski-Dreieck ist eine Anordnung von Dreiecken, welche aufgrund ihrer Struktur unendlich oft ineinander kopiert werden können. Anfang und Ende sind nicht klar definierbar. Ein wichtiges Detail über Elster, das ich dir bis jetzt vorenthielt, ist, dass das Original von Elsters neurale Muster während des Krieges auf Vineta verloren ging. Um also dennoch weitere Elster-Einheiten herstellen zu können, wurde eine Einheit des Penrose-Programms ausgemustert und eine Kopie dessen neuralen Musters als Grundlage für fortlaufende Einheiten genutzt. Es handelt sich hierbei vermutlich um die Elster-Einheit, welche zusammen mit Ariane ins All geschickt wurde. Auf Basis dieser Kopie konnte die Herstellung weiterer Elster-Einheiten fortgesetzt werden. Doch wie wir bereits wissen, war die Persona dieser Einheit instabil. Der Charakter von Lilith wurde in dieser Einheit aufgrund ihrer Beziehung mit Ariane schon lange nicht mehr unterdrückt. Abgesehen von der Anwesenheit ihrer toten Kriegskameradin Alina macht sich unsere Instabilität unter anderem durch das ständige Wiederauftauchen der Zahlen 512 bemerkbar. Diese kommen aus ihrer Zeit im Krieg, denn dort befand sie sich in der 12. Einheit der 5. Infanteriedivision. 512. Das Ganze erklärt auch, warum Elster direkt nach ihrem Erwachen am Anfang des Spiels ihre Suche beginnt, ohne irgendwas zu hinterfragen und später sogar ohne überhaupt richtig zu wissen, nach wem sie eigentlich sucht. Es war nie ihre bewusste Entscheidung. Stattdessen handelte sie eher aus Instinkt, da sich der Kern ihrer Liebe zu Ariane stets in ihrem System befand. Die Nutzung von Elsters instabilen neuralen Muster als fortlaufende Grundlage für alle weiteren Elster-Einheiten in Kombination mit Arianes Bioresonanz sorgten für die Entstehung eines traumartigen Kreislaufs, in dem Elster unerbittlich versucht, ihr Versprechen einzuhalten. Versagt eine Einheit, kommt die nächste und alles, was wir in dem Prozess verlieren, ist unser alter Körper und jeglicher ungespeicherter Fortschritt. Der Kreislauf beginnt von vorne. Adler ist sich als einziger des Kreislaufs bewusst und versucht ihm aktiv entgegenzuwirken, indem er Elster immer und immer wieder umbrachte, unwissend, dass der Tod Elsters den Kreislauf lediglich von vorne beginnen lässt. Oder ist er sich dessen auch bewusst?
Wir befinden uns also nun in den unteren Etagen Sierpinskis, in denen die Replikas hausen. Was hier ziemlich schnell auffällt, ist, wie hoch ihr Lebensstandard ist. Vor allem verglichen mit dem der Menschen, den Schülern in den oberen Etagen. Den Replikas ist Zugang zu Büchereien, Duschen, Musikräumen und Kantinen oder Pausenräumen gestattet, die Schlafgemächer sind sauber und einige von ihnen haben sogar in Form von eigenen Büros Privatsphäre. Etwas, von dem die Arbeitergestalten in ihren kleinen Käfigen, liebevoll als Schlafkoje bezeichnet, nur träumen können. Der obere Teil Sierpinskis stellte sich uns nur in den Weg, damit wir in dessen unteren Teil eine Chance haben. Die Erfahrungen, die wir dort sammelten, werden nun auf die Probe gestellt. Die schwächeren Eulen und Aras werden hier zunehmend durch Stare und Kolibris ersetzt. Zu denen kommen wir gleich noch. Die Stareinheiten tragen mittlerweile teilweise sogar Schilde bei sich, die sie auch tatsächlich nutzen. Gegen Schusswaffen haben sie zwar trotzdem kaum eine Chance, mehrere von ihnen können einen jedoch aufgrund der Schilde ziemlich schnell einkesseln. Der Aufgabenbereich der Sicherheitstechniker-Aufseher-Replika, Spitzname Star, liegt in der Aufstandsbekämpfung. Dank ihres kalten Gemüts können sie Situationen objektiv analysieren und nach Bedarf Gewalt anwenden. Stare sind achtsam, schnell und zielstrebig. Sobald wir die Flucht ergreifen, nehmen sie direkt die Verfolgung auf und zielen wir auf sie, nehmen sie ihre Schilde hoch. Sie reagieren angemessen auf die Aktionen des Spielers. Ihre Kampferfahrung zeigt sich in ihren Kampfmechaniken. Und es ergibt auch Sinn, dass sie, im Gegensatz zu den Ara- oder Euleneinheiten, tatsächlich halbwegs koordiniert und bedacht als Streitkraft fungieren können. Immerhin ist das ihre ursprüngliche beabsichtigte Funktion. Der Track Riot Control, also Aufstandsbekämpfung, der hier unten üblicherweise bei Kämpfen spielt, hört sich an, als würde eine Reihe von Staren auf Elster zumarschieren, während sie mit ihren Schlagstöckern im Rhythmus auf ihre Schilder hauen. Es wurde sich Mühe gegeben, die Musik den jeweiligen Umgebungen und Gegnern anzupassen, und es macht sich in der positivsten Weise bemerkbar. Kolibris besitzen enorme bioresonante Fähigkeiten, auch hier wieder durch die 3 Sterne gekennzeichnet und fungieren somit als Unterstützung bei der Führung der Replikastreitkräfte. Ihr instabiles neurales Muster kann sich sehr schnell durch negative äußere Einflüsse in Personazerfall verfangen. In diesem Fall fungieren Kolibris als eine Art Verstärker und strahlen diese Negativität in voller Bandbreite aus. Das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Diese totale Reizüberflutung lässt sie zwar enorm gefährlich wirken, doch der Schein trügt. Solange wir sie nicht berühren, können sie uns höchstens mit ihrer schlechten Laune runterziehen und um sie zu bekämpfen, reicht sogar die Nutzung des Radios. Denn damit können wir sie mit Hilfe einer Rückkopplung mit ihrer eigenen Negativität schlagen. Oder wir schießen einfach drauf los. Mit dem Wissen, dass es sich hierbei um Arianes Traum handelt, lässt einen jedoch eine wichtige Frage nie los. Warum ist dieser Ort so unfassbar detailliert dargestellt? Vor allem verglichen mit späteren Orten, die tatsächlich traumartig erscheinen, wirkt die Sierpinski-Einrichtung viel zu real. Mitarbeiterdokumente sind zu detailreich. Verglichen mit späteren Gebieten ergibt die Struktur dieser Einrichtung erstaunlich viel Sinn und die Replikas hier unten versuchen sogar den Einfluss von Arianes Traum zu verstehen. Sie sind nicht nur ein weiterer Teil des Traums, sie sind eigenständige Einheiten. Und hier kommen wir zu Falke. Als zweitstärkste Bioresonanzeinheit, die je existierte, stellt Falke eine niemals zu hinterfragende, fast schon gottgleiche Autoritätsfigur dar, zuständig für die oberste Führung Sierpinskis. Es handelt sich hierbei um die neueste Entwicklung Aions. Das Ganze wird in ihrem Werbeplakat, in welchem sie stolz mit der Falke-Einheit angeben und sie als eine Art Revolutionärin darstellen, deutlich. Doch offenbar ist sie krank und ihr Traumtagebuch verrät uns auch wieso. Das rote Auge jenseits des Tors hat mir gezeigt, nein, hat mich berührt, vergiftet. Ich bin nicht mehr ganz ich selbst, aber ich bin auch nicht ganz jemand anderes geworden. Ich stecke hier fest zwischen ihr und mir, mit halb geformten Träumen und Erinnerungen, die sich in mein Hirn bohren und jede meiner Handlungen besudeln. Wer ist sie? Wer ist das weißhaarige Mädchen? Warum sehne ich mich danach, sie wiederzusehen? Warum würde sie mich so verfluchen? Falke betrat dasselbe Tor, durch welches wir am Anfang des Spiels schreiteten. Offenbar wurde es während der Minenarbeiten unterhalb der Einrichtung gefunden. Sie wurde mit Arianes Bioresonanz und somit mit all ihren Erinnerungen und Träumen konfrontiert. Das rote Auge zeigte sie ihr.
Doch dieses Tor war für uns vorbestimmt, damit wir unsere Erinnerungen wiedererhalten können. Falkes Erinnerungen wurden damit beschmutzt und verschmelzten mit denen von Elster und Arianne. Das Ereignis brach sie. Sie verlor sich selbst in der Suppe von halb geformten Träumen und Erinnerungen, fiel darauffolgend in ein Koma und fing an, selbst zu träumen. Was folgte, war die völlige Realitätsverzerrung Sierpinskys durch Falkes enorme Bioresonanz. Und da sie nicht mehr ganz sie selbst ist, verschwimmen hier sowohl Elemente der Einrichtung S23 Sierpinski und Falkes Dasein, als auch Elemente von Ariannes und Elsters Beziehung. Die Erinnerungssequenzen, symbolische Darstellungen für Ariannes Strahlenvergiftung und vermutlich auch Issa. Aber zu ihr kommen wir später noch. Das erklärt auch, warum die Einrichtung so detailliert und sinnvoll erscheint, denn es handelt sich hier um Falkes Traum mit einem Hauch von Ariannes Einfluss. Ein Traum übers Träumen, könnte man sagen. Dass Falke langsam zu einem Teil Ariannes wird, macht sich unter anderem daran deutlich, dass sich ihre Gesichter, ihre Zimmer und sogar ihre zugewiesene Musik spiegeln. Dass die oberste Leitung wegfiel, machte natürlich seine Runde. Jeder hier weiß darüber Bescheid. Doch nirgends wurde es so sehr behandelt wie in Adlers Tagebüchern. Adlereinheiten formen üblicherweise eine starke emotionale Bindung zu ihrer Kommandantin. Das Ganze wird durch seine Tagebucheinträge nur nochmal verdeutlicht. Es ist offensichtlich, dass er sie über alles liebt. Zwar wirkt das Ganze sehr einseitig, doch Adler scheint das nicht zu stören. Voller Hingabe widmete er sich dennoch seiner Bestimmung, Falke zur Seite zu stehen. Und nachdem sie ins Koma fiel, machte er es sich zur Aufgabe, sie um jeden Preis zu beschützen. Elster und Issa gehören hier nicht her. Als Fremde stellen sie eine potenzielle Gefahr für Falke dar. Und wie er damit bisher umging, wissen wir ja bereits. Was genau Falke jedoch unterhalb der Minen fand, wissen wir noch nicht. Klauen wir also Adlers Schlüsselkarte, tauchen mit dem Fahrstuhl hinab in die Minen und finden es heraus. Kapitel 2 beginnt mit einer Auseinandersetzung zwischen Issa und Adler. Sein Versuch, ihr Vertrauen zu gewinnen und auszunutzen, ist fehlgeschlagen. Also griff er zu einer radikaleren Maßnahme, welche ebenfalls schief geht. Dass am Ende dieser Cutscene ein Kreis, ein Zyklus abgebildet ist, Adler das hier schon endlos oft getan hat und wir nicht allzu viel später mehrere Türen öffnen müssen, denen jeweils ein weiteres Penrose-Polygon zugewiesen wurde, deutet alles nochmal auf die Kreislauftheorie hin. Das zweite Kapitel heißt Liminalität. Als Liminalität bezeichnet man einen Schwellenzustand, eine Übergangsphase zwischen zwei Zuständen. Das kann sich tatsächlich auf vieles beziehen. Falkes Schwellenzustand zwischen Arianne und sich selbst, Ariannes Schwellenzustand zwischen Leben und Tod oder noch eine weitere Möglichkeit. Zu der kommen wir gleich noch. Wir befinden uns nun in den Minen unterhalb Sierpinskys und dürfen uns hier ohne die Nutzung der Karte zurechtfinden. Die Angst wird hier nicht durch die Klaustrophobie, sondern durch die Weitläufigkeit der Räume hervorgerufen. Aufgrund der Kameraperspektive können Gegner teilweise weiter sehen als wir. Meistens machen wir also Gegner auf uns aufmerksam, bevor wir überhaupt von ihrer Anwesenheit wissen. Ich finde den Wechsel zur isometrischen Perspektive hier unten sehr lobenswert. Das gesamte Spiel über durchquerten wir die Räume nach links, rechts, oben, unten, vorne und hinten. Doch diagonal ist neu und sorgt für angenehme Abwechslung. Auch wenn wir diese nur für 20 Minuten genießen dürfen, die Minen sind relativ kurz. Uns bleibt keine andere Wahl. Springen wir also ins Unbekannte. Bevor wir in das nächste, größere Gebiet geworfen werden, befinden wir uns nun in der Gestade der Vergessenheit. Der Name kommt von der unübersehbaren Ähnlichkeit mit dem gleichnamigen Gemälde Gestade der Vergessenheit, welches oft als finstere Vorstellung einer Endzeit, in der es keine Menschheit mehr gibt, betrachtet wird. Was ich nie so richtig einordnen konnte, ist der Buchstabe A, der hier unten rechts einfach sitzt. In keiner anderen Sequenz ist dieser zu finden, auch nicht in den Erinnerungen von Arianne, lediglich hier in der Gestade der Vergessenheit. Eine mögliche Theorie wäre, dass das hier aus Alinas Perspektive spielt. Immerhin blitzt ein Bild von ihr in ihrer Uniform kurz bevor wir hier landen auf. Außerdem wissen wir, dass sie in dem vernichtenden Krieg auf Veneta, dem einzigen Planeten mit Wasser, diente. Eine blutrote, einsame Bucht voller Totenköpfe könnte vielleicht die Ruhe nach dem Sturm, nach dem Krieg widerspiegeln. Warum wir jedoch die Erinnerung einer toten Soldatin, welche keine bioresonanten Fähigkeiten besitzte, sehen, wirft immer noch Fragen auf.
Abgesehen von diesem Mysterium finden wir hier erneut den König in Gelb, welcher mittlerweile nur noch von 3 anstatt 6 Siegeln geschlossen gehalten wird. Wir kommen der Wahrheit, der finalen Entschlüsselung von Arianes Nachrichtenübertragung immer näher. Doch noch sind wir nicht so weit. Wir erwachen in einem Loch voller toter Replikas. Du dachtest, Sierpinski wäre ein schrecklicher Ort? Dann willkommen im Nirgends. Die eher sauberen und zivilisierten, wenn auch teils beschädigten Korridore der Sierpinski-Einrichtungen werden hier durch eine rostige Metallstruktur, welche nach und nach von einer offenbar lebendigen Fleischmasse umschlungen wird, ersetzt. Auch hier dürfen wir uns ohne Karte zurechtfinden. Nur ist das Nirgends nicht nur deutlich größer als die Minen. Es handelt sich hierbei auch noch um einen nicht-euklidischen Ort, der nicht auf 3 Dimensionen versimpelt werden kann. Wir betreten Räume auf eine Weise, wie es unter normalen Umständen physisch unmöglich wäre. Raum und Zeit spielen hier unten keine Rolle mehr. Es wirkt fast so, als wäre Arianes neurales Muster nicht auf eine Replika-Einheit, sondern auf das gesamte Universum übertragen worden. Als hätten die tragischen Umstände, welche Ariane umgaben, für die Geburt oder das Erwachen eines allgegenwärtigen, gottgleichen Wesens gesorgt, dessen Erinnerungen, Gefühle und Beziehungen fiebertraumartig Teile dessen, was wir als Realität bezeichnen, deformierte. Vielleicht ist das hier der Schwellenzustand, die Liminalität. Zwischen Sierpinski und noch einem weiteren Ort von Bedeutung befinden wir uns hier mitten im Nirgends. Das Nirgends fühlt sich an, als wäre alles gegen eingestellt. Die enorm beklemmende und verwirrende Umgebung muss ohne Karte durchquert werden. Hier liegt einfach ein Reparaturspray als Köder, um uns in eine Art Stacheldraht zu locken. Mehrere Schlüsselgegenstände wurden exakt so platziert, dass man die Aufmerksamkeit der Gegner in dessen Umgebung garantiert nicht umgehen kann. Und es warten das erste Mal nicht nur weitere infizierte Myna-Einheiten, sondern auch Storcheinheiten auf uns. Der Aufgabenbereich der Sicherheitstechniker-Controller-Replika, Spitzname Storch, liegt in der Beaufsichtigung der Stare. Mit einer stolzen Größe von 2,40 Meter behalten sie bildlich und buchstäblich jede Situation aus der Vogelperspektive im Blick. Ihr ursprüngliches neurales Muster sorgt für eine raue und potenziell gewaltvolle Persönlichkeit. Es lässt darauf schließen, dass diese Einheiten zuständig für die Verhöre in den oberen Etagen Sierpinskis waren. Im Gegensatz zu den Werbeplakaten der Ara- und Myna-Einheiten beinhalten die der Star- und Storch-Einheiten die Nationalflagge im Hintergrund, was auch nochmal ihre kampfbasierte Funktion untermalt. Störche teilen nicht nur stark aus, sie stecken auch noch enorm viel ein. Sie zu bekämpfen erfordert sehr viele Ressourcen, die ich bei meinem ersten Playthrough hier kaum noch zur Verfügung hatte. An ihnen vorbeizurennen, sobald sie einen gesehen haben, ist jedoch gleichermaßen problematisch, denn ihren Kopf schwingen sie mindestens genauso weit, wie sie groß sind. Und am schlimmsten, die mit effektivste und verlässlichste Methode, fast jeden Gegner zu bekämpfen, mein Favorit, die Einweg-Elektroschocker, sind bei ihnen wirkungslos. Das Nirgends wirkt vermutlich so bedrohlich und unübersichtlich, da hier Arianes und Falkes Traum aufeinanderstoßen. Bei dem Kampf um die Kontrolle über dieses Gebiet verschmelzen ihre Träume miteinander, was für die fragwürdige Struktur hier unten sorgt. Außerdem wirkt der unkontrollierte Fleischwachstum des Nirgends wie ein Tumor. Es könnte darauf hindeuten, dass Ariane aufgrund der Strahlenaussetzung an Krebs erkrankte, bei welchem im Körper ebenfalls unkontrolliert Zellen dupliziert werden. In den Körpern infizierter Replikas wurden, wie bereits erwähnt, tumorartige Geschwüre gefunden und einer Schülerin wurden unter anderem Hydroxycarbamid-Tabletten entzogen, dessen Anwendung sich in der Stoppung des Wachstums von Blutkrebszellen finden. Des Weiteren finden wir hier eine Langzeitwarnung für Atommüll, eine Warnung vor radioaktiver Strahlung. Es sind alles Symboliken für Arianes Strahlenvergiftung und mögliche Krebserkrankung. Der letzte Satz in dieser Warnung sticht jedoch heraus. Wenn unlesbar im Inneren getötet ist, öffnet sich hier ein Pfad. Und sobald wir in ein weiteres Loch springen, finden wir auch heraus, worum es sich hier handelt. Wir kamen gerade noch rechtzeitig, um Isa vor einem Monster, das sich Chimäre nennt, zu retten. Eine Zusammenschmelzung von individuellen Organismen. Die einzelnen Replikas oder vielleicht sogar Menschen betroffen hiervon verzerrt und deformiert, jenseits jeglicher Wiedererkennung. Sie wurden eins. Ein Konzept, mit dem wir ja bereits vertraut sind. Wir selbst können die Chimäre lediglich ablenken und darauf warten, dass Isa ihr durchschlagskräftigeres Gewehr nachlädt, dessen Rückstoß sie außer Gefecht setzt.
Wir bringen sie in Sicherheit, können kurz darauf ein Riechsalz, mithilfe dessen wir Isa wieder aufwecken können, finden und als Dank für unsere Hilfe erhalten wir ihr Gewehr. Letzteres ist übrigens komplett optional und belohnt den Spieler dafür, sich Zeit für die Erkundung zu nehmen. Unser Hauptziel im Nirgends ist es, 6 Tafeln für eine Tür zu finden. Es handelt sich hierbei um dieselben Tafeln, welche den König in Gelb versiegeln. Dieser Ort und vermutlich auch dessen Entstehung sind also mit dem Buch verbunden. Die Tafeln beisammen und die Tür geöffnet zu haben, bringt uns an einen bekannten Ort. Es ist dasselbe, mittlerweile verdorbene Loch, in welches wir am Anfang des Spiels krabbelten. Ganz oben wartet Adler auf uns. Er kniet vor demselben Tor, durch das seine geliebte Falke schreitete und als jemand völlig anderes zurückkehrte. Das Tor verbindet als eine Art Portal das, was wir Realität nennen, und die von Ariane erschaffene Traumwelt miteinander. Es ist die Schwelle zwischen 2 Dimensionen, was übrigens auch wunderbar zu dem Namen dieses Kapitels passt. Hiermit war sie, trotz der tausenden Kilometer, welche sich zwischen ihrem tatsächlichen unbekannten Landeplatz und unserem Sonnensystem befinden, in der Lage, ihren Traum auf dem Planeten Leng zu manifestieren und die Realität mit Hilfe ihrer Bioresonanz zu verzerren. Es war eigentlich nur für Elster vorbestimmt, damit eine neue Elster-Einheit in der Lage wäre, durch das Portal zu schreiten und endlich ihr Versprechen gegenüber Ariane einhalten zu können. Die Mitarbeiter Sierpinskis fanden es jedoch zuerst und wurden mit Arianes gottgleicher Bioresonanz und somit auch mit ihrem Leid konfrontiert, welches sich hier als das Fleisch unterhalb Lengs manifestierte. Als oberste Leitung der Einrichtung entschied Falke sich dazu, das Phänomen mit eigenen Augen zu betrachten. Sie warf einen Blick jenseits der Schwelle und das rote Auge blickte zurück. Was mit ihr daraufhin geschah, wissen wir ja bereits. Adler kann nicht weitergehen, egal wie oft er auch in vergangenen Kreisläufen hier war. Er hat gesehen, was es mit Falke gemacht hat. Als einzige Einheit, die Falke tatsächlich noch beschützen kann, möchte er dieses Risiko nicht eingehen. Wenn er wegfällt, kümmert sich niemand mehr um seine große Liebe. Wir hingegen sind der ursprüngliche Grund, warum dieses Tor hier steht. Es ist nur für uns und niemand anderen vorbestimmt. Gehen wir also nach Hause.
Und das war's. Hiermit endet Signalis. Nach den Credits werden wir im Hauptmenü zurückgelassen. Elsters vorher noch so lebendiges Auge starrt uns nun leblos an. Fast so, als wären wir schuld an ihrem Tod. Bei meinem ersten Playthrough dachte ich, ich hätte hier ein schlechtes Ende bekommen. Vielleicht habe ich unbewusst irgendwann eine falsche Entscheidung getroffen. Vielleicht war die Botschaft von Signalis aber auch lediglich das Erkennen der Belanglosigkeit in dem, was wir tun. Unfreiwillig Teil eines Kreislaufs zu werden, dessen Ende sich nicht mal mit unserem Ende finden lässt. Dass der Spieler vermutlich genauso denken soll, war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst. Doch genau diese Gedanken sorgten dafür, dass ich das Spiel nach gut 10 Minuten im Hauptmenü sitzend erneut startete und die Wahrheit hinter diesem Ende zu sehen bekam. Anfangs wirkt es so, als hätten wir das Spiel einfach nochmal neu gestartet. Nur ist die Penrose diesmal erstaunlich sauber. Wir befinden uns im All. Unser Raumschiff ist operationsfähig und Elster unversehrt. Außerdem finden wir hier eine süße Zeichnung. Es ist ein Kolibri. Okay, bevor wir uns weiter darüber freuen, dass es noch lange nicht vorbei ist, gibt es einiges, über das wir sprechen müssen. Das hier ist mit Abstand das effektivste Fake-Ende, das ich je erlebt habe. Wir haben in diesem Video bereits eine Menge Antworten finden können. Da wirkte dieses Ende leider nicht mehr ganz so glaubwürdig. Doch das konnten wir nur tun, da ich zum Verständnis halber viele Informationen, welche wir eigentlich erst viel später erfahren, vorzog. Normalerweise beantwortet Signalis einem bis zu diesem Punkt des Spiels so gut wie gar nichts. Dass die Entwickler das Spiel auf eine ähnliche Weise enden lassen würden, wirkte dementsprechend total plausibel. Außerdem habe ich bis zu diesem Punkt bereits 11 Stunden mit meinem ersten Playthrough verbracht. 11 Stunden sind sowieso schon überdurchschnittlich viel für ein Spiel wie dieses. Und dazu ist diese Cutscene mit Abstand die aufwendigste und längste, die wir bis jetzt sehen durften. Das alles verlieh diesem Ende ein Level an Glaubwürdigkeit, wie ich es bei einem Fake-Ende noch nie erleben durfte. Für mich und meinen zwanghaften Drang, auf alles eine Antwort finden zu müssen, war das hier als Ende zwar absolut nicht zufriedenstellend, doch es wirkte aufgrund von dem, was Signalis ist, überzeugend. Und mit diesen Gefühlen bin ich zum Glück nicht allein. Es gab tatsächlich einige, die hiernach aufhörten, das Spiel weiterzuspielen, einfach weil es als Ende so sehr zu der kryptischen Natur von Signalis passte. Dass ich mich wie ein kleiner Junge an Weihnachten freute, als ich realisierte, dass mir wirklich noch ein paar weitere Stunden und vor allem Antworten bevorstehen, brauche ich, glaube ich, nicht zu erläutern. Den Schwung dieser emotionalen Achterbahn machen sich die Entwickler in den darauffolgenden Sequenzen auch noch sehr effektiv zunutze. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, widmen wir uns zuerst dem Inhalt dieser riesigen Cutscene. Im Laufe dieser werden 3 Namen hintereinander genannt: Alina Seo, Elster und Ariane Young. Auf Alina Seo reagiert lediglich Alina. Bei ihr handelt es sich um einen gewöhnlichen Menschen ohne bioresonante Fähigkeiten. Sie existierte nur einmal. Auf Elster reagieren alle Elster-Einheiten nach und nach, was vermutlich darauf hindeutet, dass es immer nur eine Elster-Einheit gibt, welche sich auf die Suche nach Ariane begibt. Versagt eine Einheit, kommt die nächste. Und alles, was wir in dem Prozess verlieren, ist unser alter Körper und jeglicher ungespeicherter Fortschritt. Der Kreislauf beginnt von vorne. Auf Ariane Young reagieren alle Personen auf der rechten Seite, unter anderem 4 Versionen von Ariane und Alina. An der Spitze beider Reihen befindet sich Falke, was man ganz leicht an ihren langen Haaren und dem goldenen Kranz auf ihrem Kopf erkennen kann. Diese reagiert sowohl auf Elster als auch auf Ariane, da sie das Tor betrat, mit den Erinnerungen beider konfrontiert und somit ein Teil von sowohl Elster als auch Ariane wurde. Nicht nur Arianes Bioresonanz, sondern auch die Tatsache, dass Elster ihrem Tod immer näher kommt, sorgen für das Wiederhochkommen ihrer Gestalterinnerungen. Ihre Erinnerungen an ihr ursprüngliches Leben als Lilith und ihre Zeit im Krieg auf Vineta. Der daraus resultierende Persona-Zerfall von Elster sorgt für die Fragen „Wer bist du“ und „Warum bist du hier?“, welche sie sich vermutlich selbst in diesem Moment stellte. Elster durchlebt gerade die Erinnerungen an ein Leben, welches sie als diese Einheit noch nie erlebte. Wenn wir nicht die Person sind, die uns unsere Erinnerungen zeigen, wer sind wir dann? Außerdem sind wir bei weitem nicht die erste Elster-Einheit, welche den Sturz in den Fahrstuhlschacht überlebte.
Viele Elster-Einheiten vor uns brachten es ebenfalls soweit. Das Sierpinski-Dreieck finden wir auch hier und am Ende dieser Cutscene findet scheinbar selbst unser Zyklus seinen Schluss. Es spricht alles nochmal für die Kreislauftheorie und um dieses Konzept für den Spieler tatsächlich greifbar zu machen, wurde es uns hier illustriert. Wir wurden Zeuge von sowohl dem Anfang als auch dem scheinbaren Ende eines Zykluses. Ich glaube, aus demselben Grund beinhaltet Signalis auch so viele Anspielungen, denn sie alle rufen bei dem Spieler ein Gefühl von Vertrautheit hervor. Irgendwo hat man das ein oder andere schon mal gesehen. Es kommt teilweise fast an ein Déjà-vu ran. Ich kann mir vorstellen, dass es Elster in dem Kreislauf nicht anders geht. Das entfernte Gefühl von Vertrautheit, etwas schon mal gesehen oder getan zu haben, wird sie vermutlich, wie den Spieler, dauerhaft begleiten. Und eine Sache noch, wir bekommen hier noch öfter als sonst wo im Spiel die Toteninsel zu Gesicht, welche sogar mehrmals in Elster selbst vorkommt. Das Ganze repräsentiert erneut, vor allem hier, wo wir doch so knapp vor unserem Ziel waren, Elsters Funktion in ihrem Versprechen gegenüber Ariane. Okay, was passiert also, nachdem wir das Spiel erneut starten? Wir bekommen die mit Abstand rührendste Szene im gesamten Spiel zu Gesicht. Das war das Leben der beiden, bevor die Dinge ihren tragischen Lauf nahmen. Dass sie sich so schnell und so sehr ineinander verliebten, wird unter anderem mit den Ähnlichkeiten, welche sie mit geliebten Personen des jeweils anderen haben, zusammenhängen. Ariane ähnelt sehr stark Alina, die Person, welche Elsters ursprüngliches Ich, Lilith, über alles liebte. Elster ähnelt hingegen sehr stark, und das nicht nur wegen ihrer Verwandtschaft mit ihnen, den Ito-Geschwistern, Arianes einzigen Freunden in Rotfront. Das Ganze spiegelt sich auch nochmal in Arianes Notizen wider. Elster sah in Ariane Alina und Ariane sah in Elster Issa oder Erika. Doch Signalis ist kein fröhliches Spiel, das wissen wir bereits. Was wir hier sehen, ist schon lange Teil der Vergangenheit. Wachen wir also endlich wieder auf. Wir sind noch nicht fertig. Erschöpft und doch zielstrebig bekommen wir nun das komplette Gegenteil von dem, was wir gerade erleben durften, zu Gesicht. Anstelle von süßen Zeichnungen geben uns die Notizen hier einen Einblick auf Arianes Strahlenvergiftung. Sie musste sich mit dem Verlust ihrer Zähne, Haare und der Fähigkeit einzuschlafen rumschlagen. Die süße Zeichnung verliert übrigens ihren Charme, wenn wir bedenken, dass die infizierten Kolibri-Einheiten einen großen, runden Kopf haben, was nie erklärt wurde und auch in Bezug auf ihr Replika-Dasein gar keinen Sinn ergeben würde. Zumindest so lange nicht, bis wir bedenken, dass es sich hierbei um Arianes Traum handelt und die Kolibris vermutlich unter anderem wegen ihrer eigentlich unschuldigen Zeichnung so verunstaltet wurden. Das Bild eines Kolibris schwirrt vermutlich immer noch in Arianes Kopf rum. Was auch verständlich ist, das ist schon ein gutes Wortspiel. Was nun folgt, ist wohl mit einer der effektivsten Cutscenes, die Signalis zu bieten hat. Wie die Entwickler mit den Gefühlen des Spielers hier spielen, ist unfassbar smart. Erst erhalten wir die 3,5 Minuten Cutscene, welche ganz klar ein enorm abruptes Ende suggeriert. Dann erhalten wir kurz darauf die mit Abstand glücklichste Cutscene des Spiels, nur um uns jegliche Fetzen dieser Freude direkt darauf folgend zu nehmen und uns die Realität unserer hoffnungslosen Lage frontal ins Gesicht zu drücken. Zuerst kam die Täuschung, dann Hoffnung und jetzt die bittere Realität. Dieser Kontrast wurde sich hier unglaublich effektiv zunutze gemacht. Ein letzter, kurzer Besuch an die Gestade der Vergessenheit. Der König in Gelb wird mittlerweile von nur noch 2 Tafeln versiegelt und an dem Ufer wartet ein Boot auf uns. Wir übernehmen hier nun offiziell die Rolle von Charon und rudern wie versprochen zur Toteninsel. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg.
Als eine neue Elster-Einheit erwachen wir in einem Badezimmer der S-23 Sierpinski-Minenanlage. Das erste Kapitel nennt sich Synchronizität. Warte. Ach, ich bin im Skript verrutscht. Mein Fehler. Wir erwachen erneut in einem Badezimmer der S-23 Sierpinski-Minenanlage. Das dritte Kapitel nennt sich Gestaltzerfall. Als Gestaltzerfall bezeichnet man ein Phänomen, bei welchem etwas so oft wiederholt wird, dass es an Bedeutung verliert. Ein wohl sehr bekanntes Beispiel hierfür wäre, ein Wort so oft zu wiederholen, bis man anfängt, dessen eigentliche Existenz zu hinterfragen. Dieses Konzept trifft sehr gut auf den Kreislauf, in dem wir uns befinden, zu. Wir wiederholen unsere Handlungen immer und immer wieder und mit jedem neuen Zyklus verlieren sie immer und immer mehr an Bedeutung. Die Wörter der Notizen sind unlesbar, Räume unbetretbar und wir bereits hier gewesen. Die Realität zerfällt, jegliche Rationalität fliegt aus dem Fenster. Alles, was bleibt, ist eine Suppe von unerkenntlichen Formen und Mustern. Eine Entfremdung von dem eigentlich Vertrauten. Etwas, mit dem sich Elster aufgrund des stetig wiederholenden Kopierens ihres neuralen Musters mittlerweile ziemlich gut auskennt. Die ganzen Löcher, in die wir im Laufe des Spiels springen, veranschaulichen dieses Konzept auch nochmal ganz gut. Denn diese werden mit der Zeit immer größer und abstrakter. Sie verlieren ihre ursprüngliche Gestalt. Sie zerfällt, könnte man sagen. Wie zu erwarten, finden wir auch hier ein weiteres Loch. Springen wir also zum mittlerweile 8. Mal hinein. In der Zwischenzeit ist Adler endlich wieder zu Falke zurückgekehrt und musste zu seiner Enttäuschung feststellen, dass sie immer noch nicht aufgewacht ist. Mit einem letzten Kuss verabschiedet er sich endgültig von ihr. Dieser Moment spielt eine entscheidende Rolle in Adlers Charakterentwicklung, denn hiermit wird grundlegende Veränderung suggeriert. Er ist wieder vollständig, denn er hat nun endlich, wenn auch widerwillig, den Verlust seiner großen Liebe akzeptiert und den Effekt von Arianes Traum zugelassen, was durch seine äußerliche Korruption auch nochmal verdeutlicht wird. Doch wie gewohnt sticht er wieder einmal aus der Norm heraus. Falls die Tatsache, dass er der einzige Mann im gesamten Spiel ist, das nicht schon vorher verdeutlichte, denn er ist immer noch kohärent. Der kognitive Abbau setzte bei ihm nicht ein. Und ich glaube, das liegt an seiner Rolle, welche er in Arianes Traum, ihrem Theaterstück, einnimmt. Erinnerst du dich noch an den König in Gelb und dessen verbotenes Theaterstück? Es löste bei den Lesern Verzweiflung oder Wahnsinn aus. Und im Prinzip ist das alles hier nichts anderes. Mit Ariane als Regisseurin spielen wir alle unbewusst eine entscheidende Rolle in ihrem Theaterstück und werden im Laufe dessen wahnsinnig. Alle außer Adler. Er ist sich als einziger nicht nur des Kreislaufs, sondern auch seiner Rolle bewusst. Er trägt keine Maske, er ist die Maske. Er nimmt hier nun seine vorgegebene Rolle, wie die meisten anderen, vollständig an. Können wir an der Stelle auch nochmal ganz kurz auf den absoluten Banger, der diese Cutscene begleitet, aufmerksam machen? Erstmal ist der Name des Tracks Cigarette Wife, also Zigaretten-Ehefrau, sehr passend für das teilweise sehr ungesunde Verhältnis, in dem Adler zu Falke und auch wir, Elster, zu Ariane stehen. Sowohl Adlers Verlangen nach Falke als auch Elsters Verlangen nach Ariane grenzen fast schon an einer Sucht, vor allem wenn wir bedenken, wie weit sie für ihre große Liebe eigentlich gehen und wie sehr sie ihr eigenes Wohlergehen in dem Prozess vernachlässigen. Ich glaube aber, sowohl Falke als auch Ariane treffen hierbei keine Schuld. Beide sind lediglich am Träumen und Opfer von externen Umständen. Deswegen sind sie sich über ihren realitätsverzerrenden Effekt auch vermutlich gar nicht so richtig bewusst. Für sie wirkt das alles hier wie ein nebeliger Traum, etwas, das nur in ihrem Verstand stattfindet. Adler und Elster versuchen jedoch lediglich die Person, die sie am meisten lieben, zu beschützen. Sie haben erkannt, dass es nicht darum geht, Leid zu vermeiden, sondern etwas zu finden, für das es sich lohnt zu leiden. Auch sie machen so gesehen nichts falsch. Klangtechnisch suggeriert der Track schon im Voraus ausgezeichnet, wie unfassbar rau und düster das letzte Drittel des Spiels in Rotfront sein wird.
Willkommen in Rotfront. Im letzten Drittel des Spiels wird nochmal alles auf uns geworfen. Ähnlich wie im Nirgends wirkt es hier so, als wäre alles gegeneingestellt. Doch dieses Gefühl lässt sich in Rotfront deutlich leichter abschütteln. Unsere Schusswaffen häufen sich mittlerweile so sehr in unserer Itemkiste, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann, welche man nun mitnimmt. Und solange man sich nicht so doof anstellt wie ich bei meinem ersten Playthrough, sollte man hier auch bereits eine Menge Munition und Heilgegenstände angesammelt haben. Mal ganz abgesehen davon haben wir uns mittlerweile Rüstung angezogen. Von der war übrigens bereits in Elstars Replika-Überblick die Rede. Diese sorgt tatsächlich nicht nur für einen cooleren Look, sondern auch für Schadensbegrenzung. Im Gegensatz zum Nirgends sind wir hier vorbereitet, sowohl Gameplay als auch storytechnisch. Natürlich werden uns trotzdem massig Steine in den Weg gelegt, doch uns stehen diesmal die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um sie problemlos aus dem Weg zu räumen. Die Kampfmusik im Nirgends, Prison, also Gefängnis, suggerierte sowohl namens- als auch klangtechnisch die Idee, dass wir mit den Monstern eingesperrt waren. Die Kampfmusik in Rotfront, Blockwart oder Blockleiter, suggeriert hingegen Elstars Einnahme einer höher gestellten Position und der Track selber hört sich fast schon an wie Teil eines Doom-Soundtracks. Er suggeriert sowohl namens- als auch klangtechnisch die Idee, dass die Monster mit uns eingesperrt sind. Wir sind nicht mehr in Gefahr, wir sind die Gefahr. Eine Sache, die vor allem in Rotfront immer häufiger vorkommt, ist das Hin- und Herrennen zwischen den sicheren und unsicheren Räumen. Es wird ziemlich schnell zu einer Routine, sobald das Inventar voll ist, wieder zurück zur Itemkiste zu rennen, um die Beute abzuladen. Es wirkt ziemlich schnell wie ein Kreislauf, etwas, das wir schon endlos oft getan haben. Das war definitiv nicht die Absicht der Entwickler, doch unabhängig davon passt es dennoch sehr gut zu der Idee, dass das gesamte Spiel, sogar als Videospiel in dem Sinne, ein Kreislauf ist. Wo wir gerade schon dabei sind, vor allem in dem letzten Drittel des Spiels, war unter anderem genau das einer der größten Kritikpunkte der Community. Man muss halt bedenken, das Inventar ist limitiert auf 6 Plätze. Einer davon ist im Normalfall bereits für die Taschenlampe reserviert, mindestens ein weiterer für eine Waffe und der dritte meistens noch für entweder einen Heilgegenstand oder Reservemunition. Somit bleiben nur noch 3, maximal 4 Inventarplätze für weitere Schlüssel, Heilgegenstände oder Munition. Und bei der Munition ist das Problem, dass jede der 6 Waffen im Spiel individuelle Munitionstypen verwenden, welche alle jeweils einen Platz einnehmen und sich nicht stapeln lassen. In Rotfront findet man also regelmäßig alle 7 verschiedene Munitionstypen plus 4 verschiedene Heilgegenstände und dazu noch die wichtigsten Items, Schlüsselgegenstände. Dass man also alle paar Minuten wieder zurückrennt, um sein Inventar abzuladen, ist quasi vorprogrammiert und sorgte bei vielen Spielern für Frustration. Eine simple Möglichkeit, dieses Hin- und Hergerenne zu minimieren, wäre das Taschenlampenmodul anstelle von einem Inventarobjekt zu einem Teil des Inventars zu machen, ähnlich wie das Radiomodul. Ich gehe auch einfach mal davon aus, dass wir beides nicht in unseren Taschen, sondern an bereits dafür vorgesehenen Halterungen tragen. Dass sie sich in dieser Hinsicht also nicht gleich verhalten, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, aber naja. Ich persönlich habe es einfach als Möglichkeit gesehen, mir noch genauer und öfter die kleinen Details des Leveldesigns anschauen zu können. Das Glas ist immer halb voll. Rotfront und dessen freundliche Einwohner sind eine sehr passende Repräsentation vom Leben in der Stadt. Die engen Gassen, Auffangnetze für Menschen, die, überfüllte Haltestellen und die konstante Überwachung machten allesamt Arianes Leben in Rotfront zu genau der grausamen Erfahrung, die sie am Ende für sie war. Falkes Traum in Sierpinski und das Nirgends, dort wo Falkes und Arianes Traum aufeinanderstoßen, haben wir mittlerweile hinter uns gelassen. Nun befinden wir uns voll und ganz in Arianes Traum, welcher sich in ihrer Manifestation von Rotfront bestehend aus ihren Erinnerungen an diesen Ort abspielt. Hier werden die Unterschiede zwischen den beiden nochmal klar deutlich. Falkes Traum war enorm detailreich und kohärent, da es sich bei ihr um eine Maschine, kalt und kalkuliert handelt. Arianes Traum ist jedoch verschwommen und verdorben. Es wirkt alles ein wenig zusammengewürfelt, da es sich bei ihr um einen Menschen, irrational und zerbrechlich handelt. Bereiche, in die wir nicht mehr gehen müssen, werden hier übrigens automatisch von einer großen Fleischmasse blockiert. Ariane ist immer noch da. Sie weist uns immer noch den Weg, was vor allem hier nicht verwunderlich und tatsächlich sogar zu erwarten ist.
Es ist offensichtlich, dass Rotfronts Funktion in Elsters Reise die Übermittlung von Arianes Geschichte ist, denn die meisten Offenbarungen storytechnisch gibt es hier zu finden. Arianes Zeugnis, die Zeitschrift über das rote Auge, die medizinischen Datenbanken von Issa, Erika und Ariane, die unbeschädigte Form des Fotos von Lilith und Alina, sehr viele Informationen zu der Nation und dem Reich und auch Issas Schicksal. Okay, ich denke, so langsam sollten wir über Issa sprechen. Direkt nach ihrem abrupten Ableben finden wir eine Art Totenschrein für sowohl Erika als auch Issa. Um beide Fotos wurden schwarze Schleifen gewickelt und vor ihnen finden wir die Tarotkarte des Todes. Es impliziert sehr stark, dass sowohl Erika als auch Issa bereits vor dem Beginn des Spiels verstorben waren. Wie es dazu kam, ist nicht ganz eindeutig. Es könnte jedoch mit dem kaiserlichen Spion, welcher scheinbar in den Gassen Rotfronts nach Informationen suchte, zusammenhängen. Der Blockleiter hier in Sektor C hatte natürlich einen Ruf zu verteidigen. Und da er den tatsächlichen Spion nie fasste, wurde jemand anderes als Sündenbock benötigt. Da die Itos illegal in ihrem Bücherladen verbotene Bücher verkauften, unter anderem eine Kopie des König in Gelbs, boten sie sich als Sündenbock an. Die Ito-Geschwister wurden daraufhin des Hochverrats beschuldigt und entweder offiziell oder unter dem Vorwand, nach S23 Sierpinski geschickt zu werden, exekutiert. Dass Erikas Gesicht in jedem Foto unerkenntlich ist, könnte unter anderem mit dem Ereignis in der Schule zusammenhängen. Du weißt ja bereits, Erika war diejenige, die Ariane zur Hilfe kam. Einer der Schüler, gegen welche sich Erika hier stellte, trug jedoch eine Art Schleife an ihrem Arm, was auf eine höhere Position in der staatlichen Hierarchie hindeuten könnte. Dem Staat reichte es aufgrund dessen nicht, sie lediglich umzubringen. Stattdessen wollten sie jegliche Spur von Erikas Existenz ausradieren. Vielleicht liegt es aber auch einfach nur daran, dass Ariane sich nicht an Erikas Gesicht erinnern kann. Laut ihrer Notizen hatte sie offenbar stets Schwierigkeiten, die beiden auseinanderzuhalten. Jetzt stellt sich jedoch die Frage, wie Issa hier sein konnte, obwohl sie schon tot ist. Und die Antwort findet man vielleicht in ihrer Profilaufnahme, welche wunderbar zu denen von Alina und Ariane passt. In der medizinischen Datenbank Rotfronts wird unter anderem in Bezug auf Issa von einer Disposition zu Unfällen gesprochen. Und laut Arianes Mutter war Ariane als Kind sehr oft krank. Sie teilen offenbar ihre schlechte physische Gesundheit. In unserer ersten Begegnung mit Issa wusste sie bereits, warum wir dort waren, obwohl wir kein einziges Wort zu ihr sagten. Die einzigen beiden, die wussten, dass Elster sich auf die Suche nach Ariane begeben würde, waren lediglich Elster und Ariane. Außerdem redet Issa nie über ihre Freundschaft mit Ariane, obwohl diese anscheinend sehr eng, wenn auch kurz war. Das wäre nur dann nicht merkwürdig, wenn wir davon ausgehen, dass Issa ebenfalls zu einem Teil Arianes wurde. Vielleicht wollte Ariane einfach nur wissen, was mit Erika passiert ist. In ihrer Situation konnte sie natürlich schlecht selbst nach Erika suchen und so manifestierte sie Issa in ihren Traum, damit sie die Suche durchführen kann. Unabhängig davon, ob Issa eine eigenständige Seele oder nur eine Manifestation Arianes ist, gab es für sie keine andere Möglichkeit, als hier ihr Ende zu finden. Als Issa, welche lediglich nach ihrer bereits verstorbenen Schwester suchte, kam sie hier endlich nach Hause. Sowohl wortwörtlich, da wir uns hier in ihrem Bücherladen befinden, als auch metaphorisch, da sie nun Gewissheit über Erikas Schicksal hat und endlich wieder ins Reich der Toten zurückkehren konnte. Als Manifestation von Ariane hätte sie hier mit der Erkenntnis, dass Erika bereits von uns gegangen ist, ihren Zweck erfüllt. Ihre Suche ist beendet und so würde sie wieder zu der Person, von der sie erschaffen wurde, zurückkehren.
Was ich in diese Interpretation leider gar nicht reinbekam, ist das von ihr durchgeführte Ritual aus dem König in Gelb während des Intros. Viele weisen dem König in Gelb deutlich mehr Storyrelevanz zu, als ich es in diesem Video tue. Es kann also auch durchaus sein, dass ich in Bezug auf Issa eine völlig falsche Richtung eingeschlagen habe. Was auch immer der Fall sein mag, Issa ist, wie einige andere in diesem Spiel, ein tragischer Fall eines erfolglosen Suchers, dessen Reise hier ein Ende nimmt. Lassen wir sie also endgültig in Frieden ruhen. Mit Issas Tod neigt sich auch unsere Reise langsam aber sicher dem Ende zu. Unser Hauptziel in Rotfront ist es, 6 Tarotkarten in ihre korrekten Positionen zu legen, um unser letztes Rätsel zu lösen. Sobald wir alle Karten beisammen und das letzte Rätsel gelöst haben, öffnet sich erneut das Loch, durch welches wir am Anfang des Spiels krabbelten. Auf der anderen Seite wartet erneut Arianes Zimmer auf uns. Nur sind wir dieses Mal vorbereitet. Elster weiß mittlerweile wieder, dass es sich hierbei um Arianes Zimmer handelt. Sie erkennt die Fotos an der Wand, Arianes illegal besitzte Bücher und auch den König in Gelb, dessen Siegel mittlerweile allesamt gebrochen wurden. Die Inhalte des Buches sind nun frei lesbar. Elster ist endlich in der Lage, Arianes Nachrichtenübertragung vom Anfang des Spiels vollständig zu entschlüsseln und sich an ihr Versprechen zu erinnern. Es wird an der Zeit, nach Hause zu gehen. Dieser Perspektivenwechsel löst bei mir ausnahmslos jedes Mal, wenn ich ihn sehe, Gänsehaut aus. Man kennt dieses Zimmer halt aus dieser Perspektive einfach nicht. Es ist so ungewohnt. Doch das ist was Gutes, denn es suggeriert Veränderung. Wir befinden uns hier mittlerweile unter anderen Umständen. Wir wissen, im Gegensatz zum Anfang, endlich wieder, warum wir hier sind. Wir sehen die Dinge mittlerweile aus einem anderen Blickwinkel. Wir befinden uns nun in der Wohnung von Arianes Tante und somit auch das letzte Mal in einem Safe Room. Noch ein allerletztes Mal möchte ich hier auf die Musik aufmerksam machen. Bis jetzt hatten alle ruhigeren Tracks im Laufe dessen immer noch ein Element, das im Vordergrund stand. Ein Piano zum Beispiel. Doch der Track Home, also Zuhause, der hier spielt, ist anders. Wenn du das Video gerade ohne Kopfhörer schaust, wirst du die Tiefen des Tracks vermutlich kaum wahrnehmen. Doch genau diese zeichnen ihn aus. Es ist pure Melancholie. Wie gesagt, Arianes Zuhause bietet uns unsere allerletzte Möglichkeit, vor dem finalen Kampf nochmal tief durchzuatmen und uns mental sowie equipmenttechnisch darauf vorzubereiten. Zwar ist die Geschichte noch nicht ganz abgeschlossen, doch das Spiel in der Hinsicht schon. Wir werden nicht mehr zwischen den sicheren und unsicheren Räumen hin und her laufen. Wir werden keine Rätsel mehr lösen, Gebiete absichern oder Ressourcen sammeln. Die Atmosphäre, welche die Musik hier aufbaut, spiegelt nicht nur ausgezeichnet die momentane Leere des Spielers wider, es ist außerdem die Ruhe vor dem Sturm, die letzte Atempause vor dem finalen Kampf. Hast du nochmal tief durchgeatmet? Dann lassen wir Rotfront also nun endgültig hinter uns. Falke ist nun endlich wieder aufgewacht und sie spricht hier nicht nur zum ersten Mal mit Elster, wir dürfen sie generell das erste Mal sprechen hören oder sprechen sehen. Doch was sie sagt, ist besorgniserregend. Ariane wird nie wieder mit uns tanzen, egal was wir tun, sie will uns gar nicht mehr. Es wird immer von einem Wir gesprochen, als wären wir eins. Und für Falke ist das auch der Fall. Zwischen uns existiert für sie keine Grenze mehr. Arianes und Elsters Erinnerungen an ihre Tänze, Filmabende und das Versprechen gehören nun auch Falke. Für sie sind wir 2 Hälften von einem Ganzen. Und für unsere Taten müssen wir nun büßen. Dieser Gott wird uns nicht vergeben. Falke ist sauer und das aus gutem Grund. Früher oder später musste es so kommen. Konfrontieren wir also das Unvermeidliche und genießen noch unseren allerletzten Tanz.
Falke verzehrt mit Hilfe ihrer Bioresonanz das, was von der Realität noch übrig ist, jenseits jeglicher Wiedererkennung. Für kurze Augenblicke können wir sogar noch ihre ursprüngliche, normale Gestalt sehen. Welche dieser beiden Formen tatsächlich ihre reale Gestalt ist unklar, letztendlich aber auch schwer zu ermitteln. Immerhin ist Realität ein mittlerweile sehr distanziertes Konzept. Auch dieses Mal ist der Kampf nicht geprägt von Heldentum oder Triumph. Es ist ein frustrierender Kampf zweier gefolterter Seelen, welche sich nicht aufgrund von Hass, sondern unerträglichem Leid bekämpfen. Und diesmal kann ich glücklicherweise auch sagen, dass der Kampf nicht aufgrund des Gameplays frustrierend ist. Denn für das, was Signalis ist, hätte man das hier, glaube ich, nicht besser machen können. Gameplay-technisch ist Signalis nun mal ziemlich limitiert. Doch der stetige Umgebungswechsel und die Variation in Falkes Angriffen sorgen für eine erstaunlich dynamische Erfahrung. Bei meinem ersten Playthrough habe ich eher mit einem Bossfight gegen Adler gerechnet, was auch tatsächlich nicht weit hergeholt klingt, denn die Entwickler hatten zwischenzeitlich offenbar dieselbe Idee. Jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, dass bereits das gesamte Spiel über immer mal wieder auf einen finalen Kampf mit Falke hingedeutet wurde. Und der Kampf selber wurde den daraus resultierenden Erwartungen auch durchaus gerecht. Es ist ein emotionaler Kampf gegen jemanden, dessen Leben teilweise durch unsere Handlungen völlig zerstört wurde. Ich meine, wie schmerzhaft muss es sein, Liebe, die so unfassbar stark ist, gegenüber jemandem zu spüren, der einen gar nicht kennt. Wie bitter ist wohl die Erkenntnis, dass die eigene Sehnsucht nach dieser Person niemals gestillt werden kann. Und wie schwer akzeptierbar ist wohl die Tatsache, dass man nie wieder zu seinem ursprünglichen Ich zurückkehren kann. Ihr Schmerz, ihre Wut ist genauso verständlich wie unser Selbsterhaltungswille zum Zwecke des Versprechens. Doch vollkommen verloren in der Suppe von den Erinnerungen dreier verschiedener Personen gibt es für Falke nur noch eine Möglichkeit. Wir sind unvollständig. Eine Elster zu viel. Wir müssen wieder ganz werden. Einer von uns muss gehen. Falke hat mittlerweile alles verloren und selbst wenn sie den Kampf gewinnt, wird der Kreislauf lediglich, wie gewohnt, von vorne beginnen. Am Ende des Kampfes wird sogar nochmal deutlich, dass es ihr vollkommen egal ist, wer von uns beiden geht. Wichtig für sie ist nur, diesen Fehler richtig zu stellen. Die zwei unvollständigen Hälften, welche sie sind, wieder miteinander zu vereinen. Eine Notiz von Camilla hat kurz vor dem Kampf ganz subtil darauf hingewiesen, dass wir Platz in unserem Inventar lassen sollten. Und während des Kampfes wird der Nutzen dessen auch deutlich. Um Falke zu bekämpfen, benötigen wir ihre eigenen Waffen. Also 6 Phasen, 6 Speere und ein letzter Gefallen. Jetzt fehlt nur noch einer. Adler. Er wartet wieder vor dem Tor, diesmal jedoch nicht verängstigt wie letztes Mal. Dieser Adler ist selbstbewusst. Er ist ein letztes Mal hier, um uns aufzuhalten. Seine vorherigen Versuche, uns aufzuhalten, sowohl verbal als auch physisch, schlugen zwar fehl und Falke ist nun tot, doch er ist sich auch über die Natur des Kreislaufs bewusst. Er weiß, dass er ihn von vorne beginnen lassen kann, wenn er Elster umbringt, was ihm noch eine weitere Chance geben würde, seine große Liebe zu retten. Du weißt ja mittlerweile, wie es läuft. Keinem von uns bleibt eine Wahl. Adler möchte Falke zurückhaben und wir haben ein Versprechen einzuhalten. Ich find's unfassbar schön, dass die Konzepte Gut und Böse in Signalis keinerlei Bedeutung haben. Keiner der Charaktere, welche in dieser Geschichte, diesem Theaterstück, eine Rolle spielen, können durch eine solch Schwarz-Weiß-Perspektive betrachtet werden. Jeder von ihnen fällt in die graue Mitte, denn es macht keiner was falsch und doch tut niemand das Richtige. Adler ist nicht der Böse. Er versuchte lediglich, weiteren Gestaltzerfall zu vermeiden. Ein Konzept, welches sich übrigens unter anderem darin wiederfinden lässt, dass alle Sucher im Laufe ihrer Reise ein Auge verlieren und alle Gesuchten entweder verloren oder tot sind. Völlig verwirrt und verängstigt versuchte Adler lediglich die Welt, wie er sie kannte, zu erhalten und währenddessen die Person, die er am meisten liebte, zu beschützen. Dabei war er völlig auf sich allein gestellt und musste sich alle Antworten mühselig selbst erkämpfen.
Elster ist in der Hinsicht kein Stückchen anders als er. Sie versuchte ebenfalls lediglich die Person, die sie am meisten liebte, zu finden. Doch ihr Handeln stellte sich direkt gegen das von Adler. Während er den Kreislauf aufhalten musste, um Falke zu beschützen, musste Elster den Kreislauf fortsetzen, um Ariane zu finden. Dass Adler sich gegen sie stellte, war nichts Persönliches. Lediglich ihre entgegengesetzten Motive sorgten dafür. In den paar Malen, in denen Adler versuchte, jemanden loszuwerden, schlug er jedes Mal fehl. Es ist offensichtlich, dass diese Einheit absolut nicht für den Kampf geeignet ist. Und dennoch riskierte er immer wieder aufs Neue sein Leben, nur um Falke so gut es geht zu beschützen. Jegliches Handeln der Charaktere wurde nicht unbedingt aus Leid oder gar Hass, sondern aus Liebe geboren. Im Laufe des Spiels wird das auch immer offensichtlicher. Je weiter man voranschreitet, desto mehr erhält man den Eindruck, dass es sich hier weniger um ein Horrorspiel, sondern mehr um eine tragische Liebesgeschichte handelt. Jede einzelne Figur in dieser Geschichte ist ein Opfer von Umständen außerhalb ihrer Kontrolle. Niemand hier wollte, dass es so weit kommt, doch niemandem bleibt eine Wahl. Der Hass entwickelt sich schnell zu Mitleid, die Verurteilung schnell zu Verständnis. Adler wollte Elster genauso wenig verletzen, wie Elster Adler verletzen wollte. Aber um ihre jeweiligen Ziele erfüllen zu können, war ein Zusammenstoß der beiden unausweichlich. Und letzten Endes gewannen wir die Oberhand in dieser Rivalität. Gehen wir also endlich, diesmal wirklich, nach Hause. Wir befinden uns nun mittlerweile zum 4. Mal in der Penrose. Müllsäcke füllen die Flure, Warnlampen erleuchten gerade so den Weg nach vorn und radioaktive Strahlung tritt aus dem Kühlsystem. Die ursprüngliche Elster-Einheit, welche sich in Ariane verliebte, liegt leblos in ihrem Zimmer und einige von Arianes Notizen geben uns einen Einblick auf ihren körperlichen und auch mentalen Zerfall. Dieses Mal handelt es sich nicht um einen Traum oder eine Erinnerung. Das hier ist die echte, mittlerweile gelandete Penrose. Dementsprechend befindet sich auch die echte Ariane hier drin. Wir haben unser Ziel erreicht. Es ist soweit. Gehen wir nach Hause. Abhängig von unserer Spielweise erhalten wir nun eines von 3 möglichen Enden. Wenn wir dem Spiel zeigen, dass wir entkommen möchten, viel Zeit in Erinnerungssequenzen verbringen, so viele Türen wie möglich versuchen zu öffnen und so wenig Schaden wie möglich sowohl austeilen als auch einstecken, erhalten wir das Verlassenende. Im Verlassenende bringen wir es nicht übers Herz, Ariane wiederzusehen. Sie wollte es, doch für Elster war es zu viel. Wir verlassen die Penrose, legen unsere weiße Weste ab und kollabieren auf der eisigen Oberfläche Vinettas. Unsere Reise endet hier mit einem Gesichtsausdruck, welcher nicht allzu weit entfernt von Zufriedenheit ist. Wir waren nicht in der Lage, unser Versprechen einzuhalten. Der Kreislauf beginnt somit von vorne. Sollten wir dem Spiel jedoch zeigen, dass wir nicht nur wenig an den Kämpfen, sondern auch praktisch an allem anderen nicht interessiert sind, quasi das Spiel Speedrun, so erhalten wir das Vergessenende. Im Vergessenende bringen wir es zwar schon übers Herz, Ariane wiederzusehen, doch diese erkennt uns nicht wieder. Als Fremder können wir unser Versprechen nicht einhalten und so bleibt Elster in ihren letzten Momenten noch an Arianes Seite, bis sie verendet und sowohl die Rüstung als auch den Arm für den nächsten Zyklus bereitstellt. Auch hier waren wir nicht in der Lage, unser Versprechen einzuhalten. Der Kreislauf beginnt von vorne. In beiden Enden wurde ein Fehler begangen. Die Elster, in welche sich Ariane verliebte, war weder vollständig Elster noch vollständig Lilith. Sie traf die Mitte der beiden und wurde somit eine völlig neue Person. Im Verlassenende überwiegte die Persona von Lilith in dieser Einheit. Diese verstand unter Zuhause, nicht zurück zu Ariane, sondern zurück zu ihrem Heimatplaneten Vineta zu kehren. Ihre Persona neigte zu sehr zu ihrer ursprünglichen menschlichen Seite, irrational und zerbrechlich. Vermutlich waren wir unter anderem deswegen nicht in der Lage, Ariane noch einmal wiederzusehen. Im Vergessenende war das Gegenteil der Fall. Hier überwiegte Elsters Persona. Ariane war wieder Ariane, doch Elster war nicht mehr die Elster, die Ariane kannte. Anstatt sich nur auf das, was wichtig sein sollte, zu konzentrieren, verarbeitete Elster hier alle anderen unwichtigen Details des Raumes.
Ihre Persona neigte zu sehr zu ihrer modernen technischen Seite, kalt und kalkuliert. Was passiert also, wenn wir uns Mühe geben und Kampfgeist zeigen? Wenn wir so viel Schaden wie möglich sowohl austeilen als auch einstecken, dem Tod mehrmals knapp entkommen und er uns doch mehrmals einholt und wir uns tatsächlich Zeit mit der Erfahrung lassen? Was passiert, wenn wir zwischen Lilith und Elster das goldene Gleichgewicht finden? Im Versprechenende bringen wir es nicht nur übers Herz, Ariane wiederzusehen, sie erkennt uns auch tatsächlich wieder. Wir sind nun weder Lilith noch Elster. Wir sind jemand dazwischen. Die nötigen Voraussetzungen sind gegeben. Lösen wir unsere Seite des Versprechens also endlich ein. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir waren endlich in der Lage, unser Versprechen einzuhalten. An der Seite Arianes, der Person, die sie über alles liebte, erlischt Elsters Leben erneut und auch ein allerletztes Mal. Der Kreislauf wurde endgültig gebrochen. Es ist vorbei. Eine Sache bleibt allerdings noch ungeklärt. Erinnerst du dich noch an den verschlossenen Tresor? Sobald wir eines der 3 Hauptenden erreicht haben, erhalten wir tatsächlich die Möglichkeit, die Schlüssel für den Tresor zu finden. Wenn wir unser Radio auf 3 bestimmte Frequenzen schalten, diese Tonsignale in Bilder umkonvertieren und uns an die jeweiligen Orte, auf welche diese Bilder hindeuten, begeben, können wir 3 Schlüssel finden. Die Schlüssel der Liebe, Ewigkeit und Opfergabe. Mithilfe dieser können wir die Ketten, welche den Tresor umschlingen, entfernen und an dessen Zahlenschloss gelangen. Hier dürfen wir dann die 20-stellige Zahlenkombination aus dem Intro eingeben. Wie man auf das Ganze kommen soll, ist mir ein Rätsel, aber naja, irgendwer da draußen war smarter als ich und hat's rausgefunden. In dem Tresor, fest verriegelt und gut beschützt, finden wir eine weiße Lilie. Diese aufzuheben löst das 4. und letzte Ende, das Verewigt-Ende aus. Elster stellt die Lilie hierbei auf etwas, das fast wie ein Grabstein aussieht, ähnlich wie Lilith nach Alinas Tod. Weiße Lilien stehen tatsächlich für vieles, vor allem aber für Wiedergeburt. Oft werden sie an Beerdigungen vergeben, um Reinheit und ein sicheres Leben nach dem Tod zu symbolisieren. Das könnte zwar suggerieren, dass Elster sich mit Arianes Tod abfindet, doch es handelt sich hier erneut um ein weiteres Ritual. 6 Elster-Einheiten liegen vor 6 Grabsteinen und in der Mitte befindet sich eine Art Bett, das definitiv Falkes und Arianes Zimmer widerspiegelt, in welchem sich ein Artefakt befindet. Es ist das erste und letzte Mal, dass wir es zu Gesicht bekommen. Woher es kommt, was es macht und wieso es erst jetzt auftaucht? Ich weiß nicht. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass dieses Ritual ebenfalls mit dem König in Gelb verbunden ist. Dasselbe Symbol, welches in einer Kopie des Buches abgebildet ist, können wir unter anderem hier auf Arianes Tresor im Hauptmenü, während Isas Ritual auf Adlers Tresor im Fake-Ende, in unserem allerletzten Rätsel mit den Tarotkarten und auch während unserem Kampf mit Falke finden. Das Symbol des Buches kann im gesamten Spiel verteilt gefunden werden und das Ritual, welches wir hier durchführen, besteht, wie alle bisherigen von uns bereits durchgeführten Rituale, aus 6 Komponenten. Selbst der Kampf gegen Falke beinhaltete die Nutzung von 6 Speeren. Die Vollendung dieses Rituals sorgt für Folgendes. In der gelandeten Penrose können wir Falke nun endlich das Gegenteil beweisen. Ariane tanzt doch noch einmal mit uns. Doch das Ganze wirkt auf mich eher wie eine Wunschvorstellung, anstatt eines tatsächlichen Abschlusses. Und es gibt auch einiges, was dafür sprechen würde. Der Satz "Erinnere dich an unser Versprechen" erscheint erneut direkt bevor wir die beiden tanzen sehen. Und das rote Auge, Ariane, beobachtet uns hier immer noch. Wir haben unser Versprechen nicht eingehalten, sondern verschoben. Der Kreislauf würde auch hier von vorne beginnen. Am Ende erwartet uns nichts als Enttäuschung, denn das einzig wahre, abschließende Ende aus meiner Sicht ist das Versprechenende. Das hier ist kein Ende. Es ist das Leben in der Vergangenheit, die Unfähigkeit loszulassen.
Aber hey, vielleicht ruiniere ich hier auch gerade komplett die herzerwärmende Stimmung eines Endes, welches eigentlich was komplett anderes bedeutet. Wie weit Bioresonanz die Realität eigentlich verzehren kann, ist und bleibt ja immer noch ungewiss. Letztendlich formt man sich seine eigene Realität. Und vielleicht tun wir uns damit nichts weiter als einen Gefallen, wenn wir dieses Szenario hier als möglich und erreichbar betrachten, auch wenn der rationale Teil unseres Verstandes vielleicht anderer Meinung ist. Vielleicht ist das hier ja, entgegen aller Erwartungen, doch nicht der letzte Tanz und stattdessen doch noch ein Happy End. Okay, alle noch da? Wahrscheinlich nicht. Doch bei dir, die Person, die mir jetzt schon seit fast 2 Stunden zuhört, möchte ich mich ganz, ganz dolle fürs Zuschauen bedanken. Für deine unfassbare Ausdauer hast du meine unsterbliche Dankbarkeit. Ich habe ein wenig überlegt und mir ist in Bezug auf Signalis' Geschichte eine noch bessere Analogie eingefallen. Signalis fühlt sich an wie ein Puzzle, bei welchem am Ende immer ein Teil entweder fehlt oder einfach nicht reinpasst. Wer ist Issa? Was ist der König in Gelb? Wieso ist die Penrose immer woanders? Warum hat niemand hier Füße? Vielleicht lässt sich alles davon ganz simpel mit Bioresonanz erklären, doch dahinter steckt vermutlich mehr als das. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, so gut es geht, alles zu erklären, aber letztendlich ist das hier nichts weiter als die Interpretation eines Spielers. Vielleicht wurde die Geschichte in diesem Video lediglich auseinandergenommen und wieder zusammengefügt von jemandem, der nicht versteht, wie es funktioniert. Vielleicht habe ich auch einfach nur nach Antworten gesucht, wo es nur Fragen gibt, oder vielleicht ist dieses Video hier nichts weiter als ein weiterer Fall von Pareidolie, in dem ich versuchte, Muster und Zusammenhänge in etwas zu entdecken, wo vielleicht gar keine existieren. Letzten Endes denke ich, ich habe alles mehr oder weniger plausibel miteinander verbinden können. Aber ich bin ganz ehrlich, das Gefühl, diesem Spiel, dieser unfassbar riesigen, komplexen Geschichte nicht gewachsen zu sein, hat mich bis hierhin zum Outro nicht verlassen. Den ein oder anderen Fehler konnte ich bei so unglaublich vielen Inhalten vermutlich nicht vermeiden. Zum Beispiel, dass ich das gesamte Video über den Namen Seo falsch ausgesprochen habe. So. Aber vielleicht kann ich meinen Trost auch darin finden, dass Signalis eventuell gar nicht verstanden werden möchte. Manchmal fühlt es sich so an, als wäre keine Erklärung dem, was Signalis uns bietet, würdig. Denn das Spiel auf eine logische, rationale Weise zu verstehen, ist womöglich gar nicht der richtige Weg. Vielleicht geht es gar nicht unbedingt darum, auf alles eine Antwort zu finden, sondern die Erfahrung, die Signalis uns bietet, zu fühlen. Wenn wir alles verstehen, verlieren wir das Interesse. Und ich denke, bei einem wunderschönen Werk wie diesem wäre das unfassbar schade. Es ist mehr als offensichtlich, dass Signalis aus purer Liebe und Leidenschaft geboren wurde. Deswegen lege ich es dir auch jetzt noch einmal ganz doll ans Herz, Signalis selbst zu erleben. Du tust damit nicht nur dir, sondern auch den großartigen Entwicklern Rose Engine einen riesen Gefallen. Nach 8 Jahren mühevoller Hingabe in der Entwicklung hätten sie es zweifellos verdient.